Guten Abend zusammen. Willkommen zum heutigen Stream. Diesmal wieder im Intro. Wir haben schon lange das Intro nicht mehr abgespielt, kann das sein? Gut, wir sind hier. Wir spielen Genshin weiter und zwar den Community-Account. Wo sich die Leute händeringend dagegen wehren, dass noch mehr Leute den Zugang zu ihnen bekommen. Und die Personen sind auch nicht da. Vielleicht, wenn sie jetzt nicht da sind, können wir noch mehr Leute da quasi damit verbinden. Na gut, sei es drum. In dem Sinne, guten Abend zusammen nochmal. In dem, Hallöchen Mina, Hallöchen Luise, Hallöchen New Galaxy. Haben wir noch? Wen haben wir noch? Ah. Sind alle gut gelaunt? Sind alle da? Wobei, wie ist die Lautstärke? Irgendwie kommt mir das Spiel ein bisschen leise vor. Ach komm, fangen wir direkt mit der Story an. Was für eine Story. Wir waren das letzte Mal hier. Hier haben wir aufgehört. Beim Weltenauftrag. Und der Weltenauftrag, den haben wir nicht angefasst. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Aber wir sollen hier jetzt, glaube ich, falls ich mich richtig erinnere, zum Teehaus und Thoma wiederfinden. Und ich sehe gerade, wir sind. Seit wann sind wir denn Abenteuerstufe 40? Oh. Hat jemand da in der Zwischenzeit weitergespielt? Noch 22 Stunden um Navier. Wobei, wir haben doch Navier. Wir haben doch Navier bekommen. Ach, im Grunde müssten die ja sie. Ein paar Bosse, ein bisschen Warte mal. Stufe 40, das heißt, wir haben jetzt die größeren Dings aufgeschlossen. Das heißt, wir könnten Ausrüstung farmen. Aber ich glaube, Ausrüstung farmen wird erst sich lohnen ab 45, oder? Aber jetzt würde es sich lohnen, die Bosse zu machen. Wir haben hier jetzt zwei Möglichkeiten, zwei Bosse zu haben. Zum Beispiel unseren Sturmtreffschrecken. Nein, hier ist noch dicht. Das ist noch dicht. Ah, doch. Wir könnten ein Wanderorchester. Wie, du... Hallo? Mina, was ist los? Musst du geknuddelt werden? Und wie hat euch eigentlich der gestrige Stream gefallen? Ich glaube, ich habe so gegen 6 oder 8 Uhr dann den Stream beendet, weil ich konnte nicht einschlafen mit dem Gefühl, irgendwie solange... Das Problem ist, wie das Ganze aufgebaut ist. Und solange der Stream weiterläuft, können Leute da reinschreiben. Das ist im Prinzip nichts Schlechtes. Aber falls eine Person mit unlauteren Absichten was schreibt und ich es nicht schnell genug wegbanne, kann es gemeldet werden. Und wenn es gemeldet wird, dann ist Twitch nicht so geil drauf. Und dann heißt es Goodbye-Account. Was ich gerne vermeiden würde. Wieso hast du Schmerzen? Mina, was ist passiert? Was ist passiert, Mina? Wo ist mein Chat wieder hin? So. Wir sind da, alles ist bereit, alles sieht gut aus. Mist, game technisch. Was für eine Mission müssen wir überhaupt jetzt machen? Naja, wobei, wie hat es euch gefallen? Theoretisch könnte ich den Stream auch weiterlaufen lassen, aber dann müsste ich quasi dann auf Emote-Chat umstellen. Außerdem hat es mir nicht gefallen, dass ich hier eine ältere Version des Face-Trackings drin hatte und mein Mund und meine Augen alles gemacht haben. Ich habe nichts gesagt und damit kamen diese Mundgeräusche, nicht die Mundgeräusche, sondern das Mundbewege. Das war schmerzhaft für mich anzusehen. Das Tracking war eine Katastrophe. Ich will nicht. Guten Abend, Princess. Oha. Lia. Ja, ich spiele auch mit anderen. Aber später, wenn ich halt Jetzt will ich halt die Mission weitermachen. Und die Mission heißt, und später mache ich halt mehr Spielermodus auf. Früher, als noch mehr Leute dabei waren, haben wir wirklich so Runden gemacht. Okay, jetzt kommen 3 Leute dazu, machen so 2, 3 Instanzen mit und dann wechseln wir, dann kommt eine nächste Gruppe hinzu. So musste ich habe ich mal mit so. Was war das größte? 6 Gruppen, die wir gemacht haben? Oder 8 Gruppen? 8 mal 3? 16? 24.
Renchen? Renchen, das ist Genshin Impact. Wöchentlicher Auftrag? Ah, wieder einsammeln. Beruhig dich doch, Albert. Alber nicht so herum. Okay. 3 Wünsche, geht zur Teestube Komore. Das müssen wir machen. Heimkehr, das Kreis des Windes, Wiederaufbau des Jade gemacht. Nein. Unerwarteter Gast. Ah, das ist doch die Prequest für Sumeru, oder nicht? Aber wir sind noch in der Macht. Ne, wir sind hier. Kapitel 2, Akt 1. So, dann gehen wir los. Wir müssen zur Teestube. Das heißt, wir können jetzt eine Menge Teleporter einsammeln. Holen wir uns die Kiste. Ich will die Kiste. To ashes. Nice and spiced. Let me weave you a bird. To the fairy. Eat this. Finally, Weg mit dir. to the fairy. The more the merrier. First round's on Wie ist der me. Sound so? Kann man alles gut hören? Und ich muss was trinken. Moment. Habt ihr das eigentlich auch, wenn ihr etwas Fettiges gegessen habt, dass ihr so ein schleimiges Gefühl im Hals habt und euch dauernd räuspern müsst? Bad Princess, oh je, was? Uff. Fühlt euch geknuddelt. Einer der wenigen Sachen, wo ich froh bin, quasi nicht als reale Frau die Welt durchstreifen zu müssen. So viele Küsten. Ein unerschlossenes Rain outlines your. My to the fairy. Komm her. Nice and spiced. Du lebst ja noch. No. The more the merrier. Also ich habe First round's on gehört, me. dass Soja helfen soll, also richtiger Soja, nicht dieser Pseudosoja, den wir haben. Richtiges Soja helfen soll, so die Periode bei Frauen erträglicher zu machen. Angeblich ist das der Grund, warum Japanerinnen so weniger Probleme haben als Europäerinnen. Eyes on me. Rise. The more the merrier. First round's on me. Der Witz ist, warum es wirkt. Das ist nicht so eine Art. Das ist eine goldene Kiste, da muss doch sicher. Oh, das sieht irgendwie. Ist das ein Rain Boss? outlines your fate. Rain cuts. Okay, für den Boss geht er ziemlich schnell down. Nice and spiked. Hut ab. Das ist jetzt irgendwie enttäuschend. Eine goldene Kiste und dann so ein schwacher Gegner? Nice. I'm starting to lose count. Das ist enttäuschend. Aha, ich bin hoch genug gesprägt. So die Momente, wo ich gerne den Wanderer hätte. Habe ich einen Mew Dragon? Oh, noch ein Dragon. Noch ein Drache.
Und wunderschöner Blick. Ey, es regnet doch gerade. Skandalös. Guten Morgen, Black Angelchen. Und was ist, wenn du es mit Tein versuchst? Warte, ich bin glaube ich so um 8 oder 9 Uhr eingeschlafen und um 16 Uhr bin ich aufgewacht. Rechnet selber. 7 Stunden. Falls meine Mathematikmöglichkeiten mich nicht vernachlässigen. Sagen wir mal, Catherine, hallo. Hallo, Ambre, Sie sind deine jüngsten Abenteuer problemlos verlaufen? Das könnte man so sagen. Naja, gegen ein paar Bosse gekämpft, gegen ein paar Götter, was gibt. Es gibt keine Mission, die ich nicht zu Ende bringen kann. Weniger hätte ich von dir auch nicht erwartet. Mach weiter so und du wirst ganz sicher ein erstklassiger Abenteurer werden. Weil wir gerade davon sprechen. Die Gilde sucht momentan nach Abenteurern, um Serai zu erkunden. Interessiert dich das? Die Insel Serai? Oh nein, nicht die Mission. Nein, 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 nein. Nein, diese Mission machen wir jetzt nicht. Sollen wir die Mission jetzt machen? Nein, wobei doch, wir... Sollen wir jetzt Serai machen? Weil wir brauchen doch den einen Boss für Aufstiegsmaterial. Sollen wir jetzt die Serai-Quest-Reihe machen? Aber ich habe nicht so viel Bock zu lesen. Ja, ich weiß, dass ich irgendwann machen muss. Na, dann machen wir Serai-Quest. Wir haben schon 2 Abenteuer namens Etsuko und Tatsuko dorthin gesandt. Sie sollten dort nach einer Möglichkeit suchen, um diesen Sturm zu beruhigen. Allerdings haben sie jetzt noch keinerlei Hinweise gefunden, fürchte ich. Ach nee, das ist gar nicht... Nein. Das ist was anderes. Das ist der Boss, den man für Raiden braucht, diese komische Eule. Oder? Ich hab's gerade verwechselt. Ach, ich weiß gar nicht mal, ob wir das machen können. Ja, die Eule. Dieser komische Vogel, der Donnervogel. Wie heißt denn der? Eine Fledermaus. Elektro-Batman. I am Batman. Gut. Allerdings haben sie bis jetzt noch keinerlei Hinweise gefunden, fürchte ich. Reise also zur Insel Serai und sieh dich um, wenn du an diesem Auftrag interessiert bist. Außerdem wird gemunkelt, dass es dieser Insel ein Schatz vergraben sei. Sei aber bitte nicht desto weniger vorsichtig, wenn du Serai erkundest. Schließlich müssen wir herausfinden, was diese Stürme verursachen. Noch ne... Ich will doch nur mit dir sprechen, Catherine. Catherine will nicht mit mir sprechen. Um nach Serai zu kommen, müssen wir ziemlich... Ja, komm. Wobei, haben wir... Nee, wir haben keinen Charakter. Wobei, nächstes Banner wird Raiden und Yoimiya... Nee. Doch, Yoimiya, Raiden? Raiden auf jeden Fall, aber wer wird der andere Charakter? Yoimiya war ja schon. Na gut. Also, Hallöchen, Sarah. Oder soll ich die Main Quest weitermachen? Wer ist für Main Quest, wer ist für Serai?
Im Teehaus würden wir Thoma finden, ne? Aber Serai müsste ich so viel lesen. Ich dachte eigentlich, als ich den Namen gesehen habe, dass es hierhin geht. Ich dachte, das wäre Serai. Aber das ist ja gar nicht Serai. Serai ist diese Insel hier. Main Quest? Main, Luise sagt auch, na gut, dann machen wir die Main Quest. Dann machen wir die Main Quest. Holen wir uns ein paar Kohlköpfe. Das stimmt, Dalia, das stimmt. According to the letter, this should be the place. Sorry, we don't serve the general public. I'm afraid you'll have to leave. Wait! We're not the general public. Ja, wir sind die viel generalisiertere Republik. Well then, you must be a couple of wandering outlanders that snuck into the nation, judging by your attire. Are our clothes really so... what Paimon means to say is... Hier ist unsere Einladung. The Yashiro Commission's seal. This must be from Mr. Thoma. It seems there's more to you than meets the eye. In which case, welcome to the Komore Tea House, a safe haven for the Yashiro Commission. Jetzt, das ist doch halb so schlimm, Sarah. Einfach mal anrufen, wegen Fahrstunden. Well, that sounds more like it. Als Palmer noch mal normal klingt. Klammer. Dann geht's. Well, now that we're here, where's Thoma? Paimon doesn't see him anywhere. Do you think he forgot his promise to meet us? Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten about me. What? Is that dog talking to us? Relax. No need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? Du bist also ein Hund? Huh. So you didn't see anything like this when you were in Liyue Harbor? Now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. Aber es passt trotzdem nicht wirklich zusammen. Ich erkenne einen Hund, wenn ich ihn sehe. All right. I've had my fun. Hey, you're this close to getting an ugly nickname, mister. Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting here for you for so long, as was the case in Rito. So I came up with this little fun greeting for when you arrived. But in all seriousness, I would like to apologize about that little test you went through earlier, though it was quite necessary. Mal, wie halb so schlimm? Habt ihr nie mit Kunden zu tun? Musstet ihr nie Sachen präsentieren? Gerade im Studium war es gang und gäbe, dass man sein Zeug vor andere präsentieren musste. Frei sprechen und so ein Zeug präsentieren. Naja, das Wichtigste dabei ist, dass man so rüberkommt, als hätte man Ahnung. Es ist absolut egal, wie viel du wirklich weißt. Das ist das Paradox in unserer Welt, in unserer Wirtschaft. Doch, in unserer Welt. Du musst keine Ahnung haben, du musst kein Experte sein. Die anderen müssen nur glauben, du bist ein Experte. Dann ist das halb so schlimm. Mein Lebensmotto. It helped us determine whether or not to bring you before Miss Kamisato, and whether you had the courage to face the lightning alongside us. Naja, ich bin ja quasi auch Industriedesigner. Das Motto von Industriedesignern ist ja immer noch absolute Zuversicht bei absoluter Ahnungslosigkeit. Don't think that Paimon's gonna forgive you just because you're getting all serious now. Da hast du jetzt was falsch verstanden, Sarah. Die sozialsten Menschen auf der Welt können nicht gut präsentieren oder gut Sachen zeigen. Die unsozialsten können es, weil die anderen verarschen können. Wer ist denn das für ein Vogel? Sorry, did I overdo it? My apologies. Und wie haben wir uns den Test geschlagen? Den Mut aufbringen, um uns dem Blitz zu stellen? Let me just say this. You've often found yourself skirting the rules from the very beginning, haven't you?
Naturally, this is due to your unwavering and resolute determination. A long time ago, we had a friend who was much the same, but when the lightning struck... Du meinst Kasuas Freund? Du meinst, er starb in einem Duell vor dem Thron? Ah, so you've heard of his story. His light still burns all the more brightly. Dürften wir also vor Shiragasi Himegimi treten? Shirasagi? Himegimi. Yes, of course. I will bring you to the Kamisato residence where the Yashiro Commission is located. But before that, there is one other place I was hoping you both would accompany me to. Oh? Where? Aber ich frage mich, wie diese Vögel es immer hinbekommen, in Zwischenanimationen die Anfragen rauszuschicken, dass sie joinen dürfen. Die haben scheinbar ein Gefühl dafür. I would like you to come with me to the statue of the omnipresent god. It's still under construction now, but you can already see it from practically anywhere on Narukami Island. War hier schon in meiner Kiste? War hier gar nichts drin? Nur ein komischer Kick. Ich wollte gerade... 180.000? Nice. War hier schon immer eine Kiste? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich auf 3 Accounts mir diese Kiste angesehen habe. Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich keine Antwort habe. This area sure feels gloomy. People probably don't come here often, do they? Huh? Are Paimon's eyes playing tricks? Or are there things embedded in the statue? Läuft jedes Mal so Nummer eingeben und klingeln lassen, dabei beten, dass niemand abnimmt und sobald die andere Person rangeht, schaltet bei mir ein Schalter um und Gespräche verlaufen meist ganz normal. Denn beim Auflegen klappe ich fast zusammen und wundere mich, wie ich das jetzt genau gemacht habe. Ihr seid interessant. Visions. Visions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt decree are put into this statue? So you've already heard of the Vision Hunt decree. Warum erließ der Shogun das Augenhatz-Dekret? Before I try to explain, I should perhaps remind you first that Mondstadt is the city of freedom, and Liyue is the city of contracts. As for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity. The Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler and its deity. The Eternity in question is her endless and unchanging will to rule over Inazuma. As such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs and the Sakoku Decree to limit the people's movement. The Shogun wishes to keep Inazuma in stasis, allowing the stream of time to flow from one end to the other without disturbing it for all time. Seems like every god has their own will. Of course, this is my own limited understanding. As for the reason behind the recent Vision Hunt decree, perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her eternity doesn't allow for such instability to exist. Hörchen, your daily dose of cats. Whatever the case, the fact is that the Raiden Shogun has dispatched the Tenryou Commission to scour the nation for visions, embedding each one in this statue.
And this statue of the omnipresent god can be seen as Inazuma's symbol of eternity. But if that's the case, wouldn't you say that the Raiden Shogun is being, oh, I don't know, selfish? Only outlanders such as yourselves would ever dare speak out so directly against the Raiden Shogun. Mir geht's ganz gut und selbst? And yet, I agree. The Vision Hunt Decree is something that simply should not exist. And Miss Kamisato has been committed to fighting it since the day it was announced. Huh? Hey, are you okay? You look like your mind is elsewhere. Was war das gerade für ein Geräusch? Sound? What sound? I didn't hear anything. Did something happen? Yeah, you touched the statue, and then what? Ich konnte den Klang des Strebens der Menschen hören. Aspirations? That would seem to confirm the saying. Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with favor. That is where visions come from. In other words, a person's vision represents their ambition. So if what you just said is true, then the ambitions of these people are stronger than I imagined. Ein göttliches Auge steht also für das Streben, nicht für Macht. All right, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. Finally! Und unsere Weltreise geht weiter. Oh, erstmal den Teleporter mitnehmen. Emma, wie geht's dir? Ja, dass aus Bestreben Macht wird, weiß ich nicht. Oh. Komm, bevor wir untergehen. No, my sword! Ich wollte eigentlich zu Tree wechseln. Wo will uns... Ach so, das waren die drei hier. Lol. League und Sieg. Habe ich uns dann ja... Ich spiele Genshin Impact. Ach, das... The more the merrier. First round's on me! Ein furchtbares Pay-to-Win-Spiel. Hust, hust. Wie schnell komme ich hier hoch? Nicht schnell genug. Na, holen wir uns erstmal die Kiste. Life goes on. Eines dieser Rätsel. Booba, get them! Power that ended Haishan! Ich will doch nur dahin. Nice and spicy. Feuer frei. Okay, die Frage ist, was muss ich jetzt damit machen?
Ah, das hat bereits gereicht. Lol. The more the merrier. First round's on me. Lol. Wheel of life. You're toast! Boba, get them! Let me weave you a verse. Hallo? At the frying pan. Go. Ooh, pretty. Ich habe die Kiste doch schon längst bekommen, Dahlia. Dahlia, ich habe doch die Kiste schon. Woher kommt dann noch eine Kiste? Bin verwirrt. Ich weiß, glaubst du, ich habe allen Ernstes Genshin schon so weit gespielt und habe nicht einmal dieses Rätsel hinbekommen? Hm? Wer weiß. Mhm. So viel Vertrauen hast du also in mich, Schnief. Habe ich einen Eckrin? Nice and spicy. Life goes on. Rain outlines your fate. Oh nein, ich habe ihn runtergerissen. Go. Jetzt bin ich wieder unten angelangt. Yay. Danke, Marilyn. Danke, Marilyn. Gleichfalls. Ich weiß nicht, was du meinst. Warte, ich wollte doch dahin. Mir das mal ansehen. Na, Maxting. Muss ich die in der richtigen Reihenfolge machen? Nice. I'm starting to lose count. Ja. Das Jagd nach Primos. So. Und das ignorieren wir mal. Dann gehen wir weiter zum Kamisato-Anwesen.
Solange er uns die große Statue da oben in Ruhe lässt. Nee, nein. Die Questreihe will ich nicht anfangen. Kann ich da hin und es mir einsammeln, ohne die Questreihe zu starten? Vermutlich nicht. Nein, ich ignoriere auch dich. Na gut. So, this is the kind of place where the big shots of Inazuma live, huh? Paimon kinda expected it to be snazzier. Das Jadegemach lässt sich schwer übertreffen. Das Weingut von Mörngel lässt sich... Welcome at last to the Kamisato residence, honored guests. Miss Kamisato is delighted to finally meet you. Is this the Shirasage Himegimi you keep going on about? So, where's she at? Behind the screen? Sie ist schüchtern. Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome surprise. Ich verstehe, das ist irgendwie enttäuschend. Makes sense. She's a super important person after all. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion, especially following such a long and wearisome journey over the sea. I have awaited your arrival with great anticipation, and Toma assures me that you do indeed possess the power to change the tide of the times. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds, given the contact we are required to have with them in the performance of our duties. A commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Traveler, lend us your power and we can... Ich will bloß den Raiden Shogun treffen. Ich will keine Rebellion anzetteln. Oh, wie schade. See, milady, it's just like I said. This will take us nowhere. Ich werde jetzt gehen. No, please, wait! Please, don't go! Was? I will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. You must fulfill 3 small wishes on my behalf. Schon wieder. What are your wishes? Käsekuchen. Oder die Mousse aus Fontaine. They pertain to 3 whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. Du hörst Kamisata Aether die Geschichte von 3 Personen erzählen, die ihr göttliches Auge A verloren haben. warrior who guards a village, a former samurai who helped carry out the Vision Hunt Decree, and a swordmaster determined to become the best in the world. Does Paimon got that right? Correct. Please do all you can to help them. Ich I werde will tun, await your return here. wie gehießen. Ganz schön viel verlangt. Then you have my gratitude. I'm sure you'll do great. Und, wo ist sie? Erstmal die ganze Bude auf den Kopf stellen. Und alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Das ist doch ein Dojo und kein Haus. Mit meinem Main-Account bin ich auch schon, also mit meinem Streaming-Account bin ich auch schon in Fontaine. Aber wie komme ich jetzt da hoch?
gerne da hoch. Wo ist das Ding unter uns? Ist es unter uns? Oh oh, das war nicht so geplant. Das war nicht so geplant. Da ist es. Na egal, gehen wir zum Dojo. Wir werden noch oft genug hier vorbeikommen. Und ich sollte mal kurz Wasser wegbringen. Ich bin gleich wieder zurück. Moment. Bin gleich zurück. Und so, bis gleich. One, two, breathe, 3, 4, and one day I'll be as great as Ryuji. One, two, breathe, 3, 4, and Hi. Das sind aber ziemlich viele Chichis. Hey, do you know what? Neither do I. I already forgot. Wobei, das erinnert mich an ein Video. Moment, finde ich das? Wenn Sarah schon so viel an Chichi pullt. Ich schaue. So, wo ist das Video, was ich gefunden habe? Hier. So. Das da. Bildschirmübertragung links. Da. Ah. Kennt ihr das? I pulled a Chichi. I pulled a Chichi. 4, 2, I pulled a Chichi. 4. I'm not feeling very good. I pulled a Chi-Chi. Lost 50-50. At 90 not even Die geht weg mit Glitching. and now I'm out of primogens. I pulled Noch Farben? Für die Leute, die Chichi gepullt haben? Ja, ist ja gut, Sarah. Genug Chichis. Hier doch hier. Ach, da oben. Let's see. Where's the person Ayaka told us about? Bam, bam, bam. Why are you doing this? Why leave all of a sudden, after all these years? Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare.
The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Um was Aether geht's? told us about. Let's go over and see. Also das erste Mal, dass ich Chichi hier habe. Ah, you must also be here to try and convince Tejima to stay. Nö. Ist mir egal, wo er ist. Ob er hier ist oder weggeht. Was denn passiert? Tejima has protected this place ever since he arrived here 30 years ago. Ja. Keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the villagers. Okay. He has put an enormous amount of work into looking after this place, and we all think the world of him. Weiter. But now, all of a sudden, he says he plans to leave us. We can't help but wonder, was it something we did? Manchmal wollen Leute weggehen und was Neues erleben. Ein Tapetenwechsel. Ihr könnt doch nicht so selbstsüchtig sein und den hier behalten wollen. We will gladly apologize if that's the case. All we want is for him to stay. Also wollt ihr das zu seinem Gefängnis machen? Menschen. Muss man nicht verstehen, oder? Sarah, willkommen im Club. Keqing ist böse. Wie viele 50-50 Keqing mir schon versaut hat. Auf meinem Main-Account habe ich Keqing Konstellation 3 oder 4, wenn nicht sogar 5. Warum der Wandel? If you want my opinion, something to do with the Vision Hunt decree. It's clear that Tejima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. After that, he became a completely different person. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk, alone, circled the village a few times, and then out of the blue, he announced that he was going to leave and become a wanderer. Ja, wenn er das will. Truth be told, we aren't sure whether trying to keep him here is the right thing to do. But equally, it doesn't feel right to let him leave when he's in this state. He's a lost soul. Aha, das ist jetzt eine viel bessere Position. Bei der Kollegin hier, wow, bist du selbstsüchtig. Aber er hat den Durchblick. Seems like he's a well-respected guy around here. So, Tejima, sag uns deine Sichtweise auf den You must be Sachen. Tejima. So what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? It's not a question of why I want to leave, but a question of what reason I would have to stay. Du hast lange Zeit hier gelebt, alle zählen auf dich. True, but that's not why I chose to stay here. And what made me want to come here 30 years ago? And why have I never wanted to leave in all that time? Der ist doch bestimmt schon Rentner. I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. Ever since they took my vision away, it's like a slice of my memory is gone. In the past, I knew I wanted to stay here. But whatever resolve I had then, it's gone now. So I thought, what's to stop me from moving around instead? The emptiness inside me will be there either way. Das hat nichts zu sagen, Sarah. Ich habe bereits ein paar, der letzte war 22 Jahre alt und der hat auch total graue Haare. Nur ein paar einzige braune Dinger. Irgendwie, Überschuss an Harnsäure in seinem Blut war da. Er musste Tabletten nehmen. Okay. Well, in that case, if we help you rediscover the reason you chose to stay, you won't need to leave anymore, right? Das hat auch nichts zu sagen. Vielleicht war er oft im Sonnenstudio und hat geraucht. Vielleicht Sonnenstudio und Rauchen, ne? Kann er bereits mit 25 aussehen wie ein alter ledender Lappen.
Lederlappen. War das nicht der Name für Batman bei den Filmen? But if you can't remember anything, it's not gonna be easy. Oh, maybe if you just try a little harder to remember, then it'll all come flooding back. Uff. Okay, das ist hart. Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit, I do believe I saw him writing in a diary. I keep a diary? If you say so. I honestly can't seem to remember. Uff. Oh, yes, you do. And what's more, I remember you saying at the time that you wanted to make a note of a few interesting things. Things which would prove very important at a later date. Aha. Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving, we just need to find his diary. It must be around here somewhere. Let's take a look. If you don't mind, we will leave you to find the diary. We should head back to the village to inform the others of Tejima's situation. Wieso zerstört es einen? Ich glaube, du interpretierst hier gerade zu viel rein. Ich will doch nur hier hoch. Wie sie klettert. Nein! Chichi! Stell dich nicht so an. Hoch mit dir. Hallo? Chichi? Hoch mit dir. Ich wollte gerade sagen. Mann. This looks like Tejima's diary, all right? Let's see what we have here. Ach was, meine Gedanken sind frei. Today, the villagers and I got together to cook dry braised salted fish. I messed up and burned mine a little, so I had to pretend that it was black snakehead instead. Today, I helped rescue a kid who had fallen in the water. After I pulled him out, he told me that his best friend Bamboo was still in the water. I searched the water the whole afternoon before finding out that Bamboo was the name of his pet crab. I went kite flying today. The string broke, so I chased after it as fast as I could. I soon realized I was never going to get it back, so I just found somewhere to sit and watch as it flew away into the distance. Seems like your average diary of daily village life. Huh? Wait, there's more! I went to pray at the shrine again today and stayed there a while. The omamori you gave me has faded a little, but it is still my most treasured possession. Now that's the kind of info we're looking for. Time to pay a visit to the shrine. Paimons Stimme macht mir Kopfschmerzen. So this is the omamori Tejima wrote about. Interesting. Looking at the color and the design, Paimon would have thought it belonged to a child. But anyway, if he had this with him all the time, there's a chance some of his elemental energy remained on it. Do you think that it might come in handy? Möglich. One day, I'll be as great as Ryuji. Die Lavendelmelonen hier rumliegen.
Aber es ist nicht das, was sie suchen. I wish it could be like this all the time. Ach so, einfach nur der Boden. Here we are! This seems to be somewhere that Tejima visited a lot. The soil looks like it's been disturbed. Maybe Tejima buried something precious here. Something that kept him in the village all these years? Must be something pretty amazing if it made him stick around for 30 years. Let's dig it up and take a look. It looks like a letter. The paper... Konda Village. Sounds so familiar. Where is that place again? Wenn wir in diesem Krieg getrennt werden, warte auf mich im Dorf Konda, wo es ein Zuhause für uns in Frieden geben muss. Hier. So the reason Tejima came here was to wait for someone. But he's been here for 30 years. Oh, guess they didn't show up in the end, huh? Well, let's go give Tejima his stuff back and take it from there. Wo ist denn der Vogel? Da. Der steht auf seiner Terrasse. Well, I'll be. That's certainly my handwriting. And I guess the Omamorian letter belonged to me too. But I have no memory of anything that's written in this diary. Still, it's clear that I was waiting for someone here, and that I chose to wait for 30 years. Over the years, I must have made a note of anything interesting. Anything that I could share with her when we were finally reunited. And just look at all the things that did happen over the years. The time has flown by so quickly. 30 years feels like the blink of an eye. How could I have forgotten something so important to me? Now that I think about it, when my vision was taken from me, it felt like I'd suddenly been hollowed out. Love, regret, everything I felt for her, it's all disappeared. Macht dich das traurig? No, not especially. After all, I've forgotten who she was. Her face, her voice, the things we experienced together. I barely recall any of it. It's as if she'd never been in my life to begin with. As if all these years have been nothing but a hazy dream. Willst du also immer noch aufbrechen? I think maybe not. If this is something I waited most of my life for, I suppose I should carry on waiting. 7000 Primus? Nice. Although, what if she were to turn up eventually, only to find I didn't remember so much as her name? When I think about it like that, I do feel a slight tinge of sadness in my heart. How curious. Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? It's just like that feeling of emptiness, the feeling that something is missing. Thank you both for helping me reconnect with my reason for staying here. I shall remain here and keep waiting for her. Tejima seems to be dealing okay, but still, it makes Paimon really sad. Ja, mich auch. Es gibt wohl nichts Traurigeres, als den Grund der Trauer zu verlieren.
Ist es denn so traurig? Seems it's just like Ayaka and Toma were saying. If you lose your vision, you lose all your hopes and dreams too. That certainly explains the state Tejima was in earlier. At least we were able to help him, weren't we? Well, let's go find the next person. Ich weiß nicht, was du meinst, Sarah. According to Miss Kamisato, the second one who lost their vision is a samurai from the Tenryou Commission. Faster? Okay, faster. Die paar Meter porten wir. Mir geht's ganz gut und selbst und servus, Magnus. Faster? Okay, faster. They say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. They're the ones responsible for maintaining law and order in Inazuma, the ones actually enforcing the Vision Hunt Decree. But why would they take action against one of their own? Paimon doesn't get it. Huh? There seems to be some commotion over there. Let's go see what's happening. I'll ask one more time. Do you intend to withhold this month's emergency provisions? The entire clan is counting on that food. We demand an explanation. How many times do I have to say it? I don't know anything about emergency provisions. You dare deceive us? Those provisions are essential. Do you understand? Not some goods to be pocketed by greedy samurai. You samurai think you can just do whatever you please? The Tenryou Commission will hear of this. Ich erinnere mich an die Story. Notvorräte? Meinen Sie damit Nahrung? Oh, huh? And who are you? One of Kurosawa's gang, no doubt. Fühl dich geknuddelt, sie. Was ist denn los? What? We just happened to be passing by. We heard Später the dann hier. commotion and came to see what the matter was. I see. You seem to have come just at the right time. Perhaps you can help us settle this matter. Warum wir jetzt? This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency provisions to the area, and he's the one responsible for distribution. In the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. Now, he suddenly refuses to give us anything. He's keeping the provisions for himself, I just know it. We'll starve without them. No one seems to care about us. We used to think Kurosawa was a kind man. Oh je. He's shown his true colors. He's the same as all the other samurai. Du kannst es ja umschreiben. It's no wonder all the visions have been confiscated. Oder mir über The Discord Raiden schreiben. Shogun doesn't need people like him helping her rule the nation. This must be one of the people Ayaka asked us to help. But why would she ever want us to help someone like him? Maybe we should talk to Kurosawa and see what he has to say. Also, Kurosawa, was hast du los? Was ist los? I've never even heard of these emergency provisions. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. But either way, it's ridiculous. If I was hoarding supplies, would I still be the poor man I am today? My own family can barely get by as it is. Now, if you'll excuse me, I've got other matters to attend to. Wir hörten, du hast dein göttliches Auge verloren. And that's the first bit of truth I've heard all day. The Shogun's army told me that I was unworthy of my vision. And they said I was slacking off in my work. Apparently, I'd even disappointed the Raiden Shogun. And that's why they confiscated my vision. Well, that's strange. You were helping enforce the Vision Hunt Decree. Why would you be unworthy of your vision? To be perfectly honest, I don't seem to remember the details. All I know is that I would perform certain things every month. But I don't recall what they were. And it's not just that. I have this unsettling feeling.
Like someone owes me something. Does it have to do with the missing emergency provisions? I didn't take any. Like I said, if I was taking them for myself, I wouldn't be going through such hard times right now. To top it all off, my house was just raided by treasure hoarders, which is why I came here in the first place. I was chasing after them when I got held up by these two. Ah, sehr intelligent, sehr nett. If you don't believe me, go find the treasure hoarders yourself. If there were any emergency provisions to be had, they would have found them. Huh. He seems to be telling the truth. But we better confirm. Let's go round up those treasure hoarders and see what they have to say. Die erste gute Idee heute. We should be able to follow their tracks. They couldn't have gone too far. Bam, 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 bam. So, weiter geht's. Faster? Okay, faster. Holen wir uns die. We really outdid ourselves this time. All those samurai houses packed with goods. We really hit the jackpot. I mean, besides that one house. You haven't seen anything yet. There'll be a lot more where this came from. Today's just the beginning. I'll be leading you all on an epic journey of pillage and plunder that will go down in Hoarder history. Können wir die einfach kalt machen? Ich mag Einbrecher nicht. Ich sag's mal so. Naja, gut, wer mag sie schon? You demand, boss! These seem like the treasure hoarders we're after. Let's teach them a lesson! Gut. Hauen wir sie weg. No, my sword! Wheel of life. Eyes on me! At the frying pan! Wow, die haben ja genau eine Sekunde there goes all the durchgehalten. Mora. We worked hard to steal that, you know? Wow. Wir haben hart dafür gearbeitet, das zu stehlen. Ja, nee, ist klar. Come on, boss. Think of something. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. Vergiss es, erzähl uns alles über Kurosawa. Kurosawa? Oh, I remember. So he's the one who sent you after us, huh? Just our luck. I knew we shouldn't have hit that place. So what did you see inside? Was it stuffed with food supplies? Food supplies? You kidding? That place was a complete mess. All we found was a strange-looking box, hopefully with valuables inside. I didn't want anyone else to see it, so I was planning on opening it myself once we got back. But now that you've caught us, how about we make a deal? That little box for our freedom. Habe ich ein Just Gaming Cat? Wieso? Eure Leben gehören mir schon. Ich kann mir auch die Box einfach so nehmen. You've got a deal. Now show us what's in the box. Huh? What the? There's nothing in here but IOUs! Yeah, a lot of them too. And they all seem to be made out to the owner of a general goods store, a Miss Aoi. We're talking tons of Mora here. We better talk to this Miss Aoi and get to the bottom of this. As for you guys, you're free to go. Just pray that our paths don't cross again. Yes, of course. Wir sollen sie einfach platt machen. So, we redeemed ourselves for some IOUs. Does that mean we broke even? Shut it. Let's just get out of here. Schatzräuber. Wobei, Schatzräuber. Na egal. Machen wir weiter mit der Story. Bevor ich wieder zu viel mir zerdenke. Viel zu viel zerdenke. Denk. Da ist das nächste Schlitzohr.
Welcome to Tsukumomono Groceries. We've got everything you need. Can I help you find something? Or perhaps there's something you want to inquire about? Wegen dieser Schuldscheine. Ah, so you're friends of Kurosawa, I take it? Perhaps you're here to pay off his debts. Weiß nicht, was du meinst, Magnus. Whoa! Let's not get ahead of ourselves. We're just here to learn where they all came from. How did Kurosawa end up owing you so much money? Did he buy anything super expensive here? Let me think. Kurosawa would come regularly to purchase large quantities of foodstuffs. He'd always put the payment on his own account. However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. So, he started writing out IOUs to cover whatever he couldn't afford of the usual amount. Wow. So that's how he was getting those emergency provisions. But why did he have to purchase a usual amount? If the prices increased, couldn't he just buy less? Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully calculating how much they needed to sustain them each time. Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough, especially after such long and careful planning. So he deemed it necessary to take on the debt rather than let the people down. Wow. Kurosawa was purchasing all the emergency provisions at his own expense. And no one ever appreciated what he did. They just complained and held him accountable. Yep. So, willkommen im normalen Leben. Du hilfst Leuten und anstelle, dass sie dir Danke sagen, geben sie den Arschtritt, weil du nicht weitermachst. People's attitudes will always reflect their circumstances. In the face of hardship, nobody cares to think twice. If you ask me, had Kurosawa told everyone the truth about the supplies from the start, then there wouldn't be such a severe backlash now. Of course, I'm sure there would still have been some unrest. What he was doing was truly a thankless deed. As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, I'm still not too clear myself. If you're still curious, why don't you go ask him yourself? Leider erinnert sich nicht mehr. I see. That reminds me, it seems that his vision was recently confiscated. Was ist hier los? Da, besser. Most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his name, he'll have no choice but to sell that sword that is so dear to him. Sword? What sword? Oh, didn't he tell you? He possesses a very valuable blade. He's carried it for years now. I've asked him about its origins. He told me that it was a gift from his father, that it was too precious to sell. In hindsight, I regret that I never made an offer on it. Everything has its price, at least that's what I think. Why don't you ask him about the sword yourself? Perhaps it'll even provide you with the answers you're looking for. Oh, but before you go, if you would kindly settle today's bill. Was für eine Rechnung? But we didn't buy anything. Information is also a kind of commodity, wouldn't you agree? Don't worry, I won't charge much for information about Kurosawa. Nothing we ever discussed was explicitly confidential anyway. Oh, let me think. 2,000 mora should be a fair price. At least we now know where the emergency provisions are coming from. Plus, we found out that Kurosawa has a priceless sword in his possession. Let's go talk to Kurosawa again and see if he can remember anything. Also im Grunde klären wir gerade die Sache für sie, damit sie überhaupt die Möglichkeit hat, ihre Schulden zu machen. Also dafür sollen wir noch zahlen. Wir helfen ihr und sollen dafür zahlen. So langsam wird mir Inazuma sehr unsympathisch.
sehr, sehr unsympathisch. Willkommen zurück, Sie. What are you doing here all by yourself? Where did those other two go? I presented them with a choice. Either they left or I drew my sword. They left. Gute Entscheidung. It turned out to be a real time saver, actually. Perhaps I should start using it more often. Did you manage to track down the treasure hoarders? Everything I said was true, right? Also. Du erzählst Kurosawa die Ergebnisse von den Schatzräubern und dem anderen Zeug. It turns out that you really were distributing emergency provisions, but they were all purchased at your own expense. Strange. Is that really the kind of person I was? I don't really have any such recollection. Even after all you've told me, I still don't remember anything. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? And why would I put myself in such a difficult situation? I really don't understand. But I cannot deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow reluctant to do so. Das Schwert. Dürften wir uns mal ansehen? This sword was once wielded by my father. I remember once when I was young, I wanted to sneak out with the blade and show it off to the kids next door. My father ended up catching me in the act and scolded me severely. What did he say? I can't seem to remember that either. It would seem that I forgot many important things when my vision was taken from me. So many memories gone. Forever. No matter how hard I try to remember. All I can remember now is my father telling me that this blade bore his life's creed. Before he passed away, he placed the sword in my hands and said to me, "With this sword, you should..." Hey, if you look carefully, there seems to be some words engraved on the hilt. Can you recognize the words? Da steht Tugend und Gerechtigkeit. Virtue and justice? Somehow those two words seem to explain everything now. Ja, fühl dich geknuddelt, Sie. Fühl dich geknuddelt. Taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess that must have been my greatest ambition after all. But what use are virtue and justice? I purchased the provisions for those in need. And look how things ended up. The Tenryo Commission seized my vision. And the very people I was so desperately trying to help refused to understand me. And the irony of all of it is, I somehow still felt sorry when threatening them with my blade. I'm incapable of being a good person, yet I'm equally unable to be bad. I don't know what to do with myself. Yet another troubled soul. When we get the chance, let's speak to Toma about Kurosawa's debt. The Yashiro Commission would surely help cover his expenses. In any case, we must never let him sell off that sword. Ein göttliches Auge zu verlieren ist kein Zuckerschlecken. Yeah, seems like losing all ambition is a terrible experience. Fortunately for us, you don't have a vision. Wow. Let's go find the next poor soul. Ja, aber Paimon, Leute ohne göttliches Auge können trotzdem ihre ganzen Ambitionen verlieren und depressiv werden. The third person who had their vision taken is supposed to be a famous sword master around these parts. Paimon heard that he's the present-day master
master of Meikyo Shisui art. Sounds pretty impressive. This is his dojo. Luckily, there's some people around. Let's go talk to them. Nanako, don't worry. Sensei will be fine. Those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end, didn't he? Maybe, but I'm still worried about him. Things have gotten dangerous before in the past, but it's never shaken him. This time, though... It's just because he's been possessed, that's all. Once the exorcism has taken place, he'll be right as rain in no time. Mm-hmm. Hey there! Did something happen? Who are you? I don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Get out of here immediately! Don't make me draw my blade, or you won't live to regret it. No! You got it so wrong! We just came here to... Wir wollen seine Schüler werden. Disciples? Yep. We've heard all about the mighty master of Meikyo Shisui art. It's the whole reason we came all this way, to seek him out and ask him to train us. But then we got here and overheard you talking about how he got possessed or something? From the way you're dressed, it doesn't look like you're from around here. Please, accept my apologies. We've had so many people trying to cause us trouble recently that we're on high alert. You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently, and he's still recovering. He's not able to take on any new disciples for the time being. Wir können warten, bis es ihm besser geht. Er ist wieder zurück, wenn mein Sensei ist. I see you are earnest in your pursuit. Okay, how about this? My fellow disciple Nanako and I will explain Sensei's situation to you in a little more detail. Then you can decide whether to stay or to leave. Sensei's name is Domon, a name I'm sure you've already heard. Though self-taught, he mastered the art of the sword to a high level. He then proceeded to defeat many other prominent sword masters, never losing a single fight. He once said that his goal was to become the best sword master in the world. And so, even while training us, he continued to hone his own art. His fervor truly inspired us, and we trained hard, determined to keep up with him. But then... Not long ago, Sensei had his vision taken away. He hasn't been the same since. He says the strangest things over and over, and he refuses to let us train. Junya and I have discussed it, and we both think that he's been possessed by an evil spirit. So we've asked the shrine maidens from the Grand Narukami Shrine to perform an exorcism. But if I'm honest, I still have my doubts over whether he'll completely recover. The Grand Narukami Shrine? What's that? You haven't heard of it? It's the largest shrine on Narukami Island. Not that we'd have any means of involving the head shrine maiden, of course. But even one of the ordinary shrine maidens from the Grand Narukami Shrine would have clear power and authority to perform an exorcism. So don't worry, Nanako. Sensei is going to be just fine. The exorcism will take place this evening. You're both more than welcome to come and watch if you're interested. So, losing your vision can cause possession? Guess we should come back this evening and see for ourselves. Acht bis 24 Uhr. Shh. So you decided to come. It's a good thing you didn't arrive any earlier. You would have had to witness Sensei in one of his fits of madness. Just now, when Nanako was attending to him, she heard him whispering a few names to himself. When she asked him who the people were, he suddenly looked panic-stricken and pushed her away. It looked like he was in great distress. He was covering his ears and looking frantically around him with bloodshot eyes.
All the while he kept calling those names. Some of them we knew, others we didn't recognize. But they all seemed to be the names of sword masters he had defeated in the past. One of them was Anzai. He used to be a fellow disciple of Sensei's, his senior, in fact. But Sensei defeated him in a duel many years ago, and he has been a wanderer ever since. Sensei wouldn't stop calling his name. Thankfully, the Shrine Maidens managed to subdue him, so the exorcism can finally continue. The ritual has now begun. All we can do is patiently await the result. Here's hoping Sensei will be back to his normal self very soon. Please, excuse me for a moment while I fetch some water. If he wakes up, he is sure to be thirsty. Da haut einer ab. Huh? Who's that sneaking around? Uh-oh. Could they be here to mess up the exorcism? We won't let them get away with it. Come on, let's go after them. Na gut, schauen wir uns erstmal an. Also ich schaue mir erstmal an, was sie geschrieben hat. Und je nachdem können wir das im Stream bereden. Oder wenn sie nicht will, bereden wir es auch nicht. Also, was hat sie auf dem Herzen? Oh. I see. Unschönes Thema. Ja, ich sehe schon. Ja. Auch wenn ich sagen kann, zum Glück geht's dir relativ gut, auch wenn du da reingeraten bist. Schwierig. Bist du die einzige Person, die davon weiß, sie, oder wissen auch andere davon? Suspicious person sighted. That's gotta be him. How did you catch up with me so quickly? Are you sure you're Domon's disciples? You move even quicker than he does. Unless... I guess it's been a few years. Maybe his skills have improved again. Excuse me? We're the ones asking the questions here. First off, who are you? And what are you doing sneaking around these parts? You seem like bad news, mister. Bad news? I'll have you know I trained side by side with Domon back in the day. Long before you ever showed up. I don't care to talk about that time anymore. But if you must know, I am Domon's senior. Willkommen zurück, Dahlia. His senior? Wait, that means you must be... Anzai? Yes, that's me. Okay. Die Frage ist, warum wirst du eigentlich damit dann belastet, sag ich mal so. Warum, und sorgen sich noch andere darum, oder bist du die Einzige, die da quasi aktiv wird? Warum bist du verschwunden, Anzai? Because I don't wish to see Domon or anyone else associated with him ever again. When we were young, we trained under the same sword master, studying Make-Yoshi Sui art together. I had begun training 5 years before him, and everyone looked up to me as a steady and dependable older disciple. Practitioners of Make-Yoshi Sui art seek to achieve stillness of mind, freedom from all agitation. So the majority of disciples are indifferent to rank and reward. I was no exception. Hat's geschmeckt, Dahlia? Mehr oder weniger. Die Person, die quasi angesprochen sich fühlen sollte, hat hier geantwortet.
Ja, die Frage ist halt, was die Freundin bekümmert. Warum sie das machen will, was sie machen will. But Domon was different. The first thing he did when he joined was go straight to our sensei and ask him, with a beaming smile on his face, how to become the best in the world. Sensei scolded him and told him that the art of the sword should not be used for such vain ends. Sensei said that coveting the title of the best swordmaster, barely days into his training, showed that he had a fickle mind, and that this would impede him from ever mastering the blade. Wie geht's, Coco? I thought so too at the time, but Domon began making swift progress in his training and even started catching up with me. Only then did I realize that it was Domon who had long since freed his mind from all agitation. Was ist denn das Schlimmste? He was consumed by his singular desire to become the best in the world. He sought nothing less than perfection in the art of the sword, and nothing could deter him from this goal, no matter what stood in his way. Hey, fühl dich geknuddelt, Coco. Sure sounds like he meant business. So how come you don't want to ever see him again? Das finden wir alle, sie. Das finden wir alle. Because until he arrived, I was convinced that I would succeed our sensei as the master of Meikyo Shisui art. Of all the disciples, I was the most gifted. I had trained the longest. Everyone had high expectations for me. Domon's arrival changed everything. When we sparred, I lost not just the match, but my pride and my status too. I fled the dojo that day and never looked back. Nennen wir es finale Gedanken. Later, I heard that he sparred with Sensei too. Sensei was advanced in years by then, and unfortunately that match used up every last ounce of energy in his body. After that, I wanted nothing further to do with him. Deep down, though, I still respected his mastery of the blade and his commitment to the art of the sword. Das ist eh so eine Sache, warum viele sich nicht trauen, zum Arzt zu gehen. Verstehe ich nicht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er einem nicht helfen kann. So, when I heard rumors that he had lost his mind, my first reaction was to dismiss them as false. How could he, of all people, have lost his mind? His mind was the sharpest of them all. He had practiced Meikyo Shisui art to perfection. Hau raus, sie. Hau raus. I decided to quietly come and see if it were true. Then, to my complete astonishment, I heard him call my name. I thought mine was a name he had long since forgotten. Zu Hause zu bleiben. Ja, kommt drauf an. Wenn du dein Haus zu Hause gern hast, dann vielleicht, aber. Ist alles schwierig. So you see, I came here not to cause him any harm. I just wanted to see for myself. Okay, you've heard my story. You should get back now. The exorcism is probably finishing. Seems like we got it wrong this time. He wasn't here to mess up the exorcism at all. Still, Paimon's not sure we should bring him back with us. What? You're saying he isn't possessed? Hachi. Does that mean he's just lost his mind? But how is that possible? No, I refuse to believe it. Something's clearly wrong. Nanako, please. Try not to get agitated. Danke. I am sorry. With what powers I have, I can find no sign of any malignant spirit having possessed Domon. Nice. Auf welches Konzert gehst du denn? But
Spirits may take a myriad of forms in this world, many of which I cannot claim to have witnessed myself. Thus, I dare not rule out possession with complete certainty. And all is certainly not lost, for I received word not long ago that Lady Yai has taken an interest in your sensei's case. Lady Yai? Is that the head shrine maiden of the Grand Narukami Shrine? That's wonderful news! Then Sensei will be sure to recover. Correct. Lady Yai is most knowledgeable indeed, and has abundant experience in the exorcism of evil spirits and aversion of great calamities. I am unable to say for certain whether an evil spirit has possessed your sensei, but Lady Yai can give a conclusive verdict. Spoiler, er ist nicht besessen. Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should we prepare a greeting gift for Lady Yai? Oh Mann. Kriegst du schon hin. Ich drück dir die Daumen. That won't be necessary. All that is required of you is your timely arrival at the Grand Narukami Shrine. Lady Yai does not like to be kept waiting. I must leave now, but we will meet soon at the shrine. I wish... Who'd have thought Lady Yai herself would have taken notice of our sensei's case? Do you mean to say that Sensei isn't renowned enough to deserve Lady Yai's attention? No, that's not what I meant at all. You misunderstand me. I just mean this is Lady Yai, the head shrine maiden. She has direct and close contact with the almighty Shogun herself. Anyway, you should join us too, tomorrow. Given that you've traveled all this way just to meet our sensei, we, the disciples of Meikyo Shisui Art, will do our best to help you. Ich komme gerne mit. Sure! After all, everyone seems pretty excited about Lady Yai. We're curious to meet her too. Who knows? Maybe we'll be able to find out a thing or two about the Raiden children from her. Ach nö, jetzt muss ich Bergsteiger werden. Nein. Okay, auf zum Berg. When stuck on a deserted island, rain is a precious source of drinking water. There's no need for it now, though. The more the merrier. First round's on me! Weiter geht's. Die Look jetzt. Gehörst du zu denen, die gerne die Look haben? Oder bist du enttäuscht, dass du jetzt die Look hast? Hier, danke für die 50 Biddies. Ich habe so oft Kitsching gekriegt, ich will sie nicht mehr sehen. First round's on me. Zu oft habe ich Kitsching bekommen. Na gut. Folgen wir mal dem Bärchen. Time to act. Folgen wir mal dem Bärchen.
Zu wenig. Ich habe letztens erst unsere liebe Kollegin gezogen. Navia. Primo Gems sind weg und Pity ist auch weg. Das freut mich. Das sieht hoch aus. Geht da nicht noch ein Stein? Hm. Geht doch. The more the merrier. First round's on me. Vorsicht, aufpassen auf Mädchen im Bärenschlafanzug. Und was ist mit Mädchen im Bärenschlafanzug mit Streitäxten? Na dann, streng dich an. Welchen Charakter willst du denn sehen? Welchen Charakter willst du denn ziehen? Early Pity. Oh. Bei Genshin verlasse ich mich nicht mehr auf Early Pity. Huh. Where have you been hiding? Immer die Leute, die Raiden haben wollen. Sie wollen wir auch raiden? Oder lieber Joimir? Ja, einfach nur ja. Zu was? Zu allem. Auf zu Yaimiku. Vor allem mit dem Kitsune-Baum hier. Do you think that's Lady Yai? Also, is it just Paimon? Or did she look right at us just now? It was probably nothing. It's not like she's ever seen us before. Keep away. Keep away from me. I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. As you can see, Lady Yai, Domon has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past, gathered all around him to persecute him. Lady Yai, it must be a possession, right? This is nothing like him at all. In the past, no matter what came his way, he would always face it with a confident smile. Moment, was?
Sie, wie sage ich das jetzt am besten? Das ist ein Bereich, der deine Freundin braucht professionelle Hilfe. Deine Freundin muss in eine Klinik für stationäre Behandlung. Da hilft keine Therapie mehr, wo man einmal die Woche hingeht. Deine Freundin muss stationär aufgepasst werden. Deine Freundin hat den Punkt schon lange überschritten, wo sie es selber hinkriegen würde, was zu ändern. Oder jemand anderes was ändern. Sie braucht jetzt Medikamente. Punkt 1, sie muss von bestimmten Mitteln abgewöhnt werden. Punkt 2, sie muss unter medizinische Beobachtung gehen. Und dann, wenn sie erstmal von dem Zeug, worauf sie drauf ist, runter ist, dann kann man drüber nachdenken, ob man vielleicht anfangen könnte, eine Therapie zu starten. Sie, ist deine Kollegin unter 18? Wenn ja, je nachdem, oder auch in der Nähe von 18, wäre es eine Idee, das Jugendamt wobei, wird das Jugendamt überhaupt was machen? Wenn die bereits in der WG ist? Jünger. Okay, sie wohnt in einer WG, das heißt, sie wohnt nicht mit den Eltern, da gibt es auch Probleme. War das Jugendamt schon da? Irgendeine größere, irgendjemand muss sie nehmen und quasi in eine Klinik. Sie muss in der Klinik. Sie muss stationär überwacht werden. Es bringt nichts. Warte mal, Coco, Sie, redet ihr von derselben Person? Wieso hast du eine Panikattacke, Coco? Oder sind es jetzt zwei verschiedene Gespräche, die nur zufällig über das gleiche Thema laufen? Auf TikTok und auf Twitch. So oder so, die Sache bleibt dasselbe. Sie, du kannst nicht machen und Madame braucht dringend professionelle Hilfe. Und da sie sehr, sehr jung ist, kann sie das auch nicht selber entscheiden. Oh Mann, fühl dich geknollt, Coco. Und halt euch in Hannes. Ja gut. Ist halt alles nicht so einfach. I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil spirit. But then does that mean he... Yes. This is a change in the person himself. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he finally descended into madness. Dann ist gut. Dann bin ich stolz auf dich, Coco. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's ambition. Stripped of his ambition? But Lady Yi, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? How does that explain his descent into madness? Das ist übrigens, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eine interessante Sache.
was ja Miko hier gerade, und das könnte auch interessant für unser Thema hier gerade sein, der Kollege, der Schwertkämpfer, der so ein bisschen am Boden zusammengekauert hat, hat sehr große Probleme psychologischer Art und hat sich denen immer widersetzt und hat versucht, an denen zu wachsen, sie zu bewältigen und zu bestehen. Und das konnte er problemlos, weil er wusste, dass er der Stärkste ist, weil er egal was auf ihn zukommt, dass er es hinbekommt. Und das Symbol für seinen für sein Wissen, für seine Fähigkeiten war halt dieses Vision, dieses göttliche Herz. Nachdem man ihm das weggenommen hat, brach alles wie ein Kartenhaus zusammen. Aber im Grunde eine stinknormale Depression. Der Typ hat eine harte, depressive Episode gerade. Krass, die ersten 2 Mal, als ich das gespielt habe, ist mir da gar nicht so aufgefallen. Sehr tiefgründig, das Spiel hier. Your school practices Meikyo Shisui art, does it not? Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever hope to achieve it. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught. Then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both? Can one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? Lady, I'm not sure I understand. The path of the Swordmaster is filled with twists and turns. It is no small undertaking to pursue the position of greatest Swordmaster in the world. It requires one to take their sword firmly in both hands and cut down the hopes and dreams of others, even those of one's closest companions. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters, to focus on the way ahead. Krass, wie deep die Story ist. When that ambition disappeared, he began to doubt himself. As he battled his growing anxiety, he slowly descended into the state you see him in now. Das, was ich eben gerade gesagt hat, sie hat es wiederholt. Much like a certain fatally flawed friend of mine. Poor Sensei. To think he's been suffering so greatly. I'm sorry. It's all my fault. Father, Sensei, Ansai. That's enough. Huh? Isn't that Ansai? Where did he come from? Did he follow us the whole way here? Ansai, why are there 2 of you? Is that you or a ghost? You're here for revenge, aren't you? I knew it would come. I never should have. Vor allem mit dieser wehleidigen Geige. You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. But I didn't come here to settle a score. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I couldn't face the humiliation. That's why I don't think most of the people you beat along the way would hold it against you. On the contrary, when you cut our ambitions short, we entrusted them to you, in the hopes that they might carry you further. Now I know that we can't place our hopes in you any longer, since you've been stripped of your ambitions too. Das ist auch wiederum ein sehr schöner Punkt. Die größte Angst, die jede depressive Person hat, auch unser Depressiver hier, und das weiß auch jeder, der Depression hat, wobei, keine Ahnung, ob ihr es wisst, oder ob die Person mit Depression das weiß. Der größte Feind einer depressiven Person ist die Ungewissheit, und diese Ungewissheit werden mit Horrorstories gefüllt. Wenn ich mir so Sarahs Erzählungen und so anhöre, sehr vieles, von dem sie nichts weiß, sehr viel, was sie mit Kopfkino füllt,
Ja. Deswegen, es ist viel einfacher und viel harmloser, mit den Leuten zu reden. Weil das Unwissen, was passieren könnte, was passieren nicht wird, sondern könnte, treibt einen in den Wahnsinn. Genauso wie ihr Probleme mit Telefonaten habt, weil ihr Angst habt, mit Leuten zu sprechen, weil ihr Angst habt, dass ihr angegriffen werdet, dass ihr verletzt werdet, dass ihr runtergemacht werdet, keine Ahnung. Vor irgendwas habt ihr Angst. Und deswegen bei den meisten von euch, sobald das Telefonat losgeht und ihr nicht überraschend aus dem Nichts angegriffen werdet, dann gibt es eine gewisse Normalität und ihr könnt euch beruhigen, weil die Horrorvorstellungen, was alles passieren könnte, sich nicht erfüllt haben. Aber trotzdem, weil ihr diese Horrorvorstellung habt, habt ihr Angst, diese Sachen zu tun, mit anderen sozial zu interagieren. Und 90% von dem, vor was ihr Angst habt, habt ihr euch eingebildet, wenn nicht sogar 99%. Das stimmt, New Galaxy. Von dem her, werdet ein bisschen mutiger, geht auf Menschen zu, redet mit denen und ihr werdet merken, es ist halb so schlimm. Die meisten Leute haben keinen Bock auf Drama oder sowas. Die meisten Menschen wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden und das mit möglichst wenig Drama. Das heißt, sie werden, auch wenn sie sauer, sie sind meistens nie sauer. Ihnen ist es meistens egal. Die traurige Wahrheit ist, dass die meisten Menschen sich nicht für euch interessieren. Und falls sie gezwungen sind, mit euch zu interagieren, wollen sie die Interaktion so kurz wie möglich halten. Das heißt, jegliches Drama wird weggelassen, damit sie oder ihr eure Antworten schnell bekommt und ihr beide ohne Probleme eure Wege gehen könnt. Wenn ihr euch weigert, mit den Leuten zu reden, verschiebt ihr die Probleme. Ihr geht denen nicht aus dem Weg, ihr verschiebt sie einfach nur. Versteht ihr das? Jedes Gespräch, das ihr nicht führt, ist nicht ein, ich hab's geschafft, dem aus dem Weg zu gehen. Nö, du verschiebst es. Ihr werdet früher oder später mit diesen Personen reden müssen. Und wenn ihr direkt mit den Leuten redet, könnt ihr die Probleme, diese Missverständnisse oder auch diese Angst sofort im Keim ersticken. Und wissen, war ja halb so schlimm. War eigentlich gar nicht schlimm. Jetzt geht's mir viel besser. Aber der Hauptpunkt eurer Angst ist, dass ihr es vor euch herschiebt und es nicht machen wollt. Dalia, je früher du eine Person darauf ansprichst, umso mehr gibst du ihr Zeit, sich darauf vorzubereiten oder damit zu agieren und sagen, heute ist gerade schlecht. Je länger du darauf wartest, umso länger du es nach hinten verschiebst, umso mehr dringender wird es dann, wenn es mal gefragt werden muss. Und dann wird es für die Person ein Problem. Dann ist es für dich ein Problem, aber auch für die Person selber. Je früher ihr Sachen ansprecht, umso weniger gibt es Probleme. Je früher ihr das in die Hand nimmt, umso weniger Probleme habt ihr dann später. Und Coco, was meinst du, hast Angst vor Vorstellungsgesprächen? Ein Vorstellungsgespräch ist nichts anderes als eine Person, die will was von dir. Du willst nicht was von der Person. Die Person will was von dir. Und die Person überprüft, ob das, was sie von dir will, dass die Erwartungen erfüllt werden, damit sie Vertrauen in dich setzt. Das heißt, sie will was von dir, nicht umgekehrt. Du willst nichts von ihr. Man muss halt immer nur wie soll ich sagen, die Situation umdrehen. Nehmt mich als Beispiel. Wenn ich mich jetzt für eine Stelle bewerben würde, dann bin ich nicht die erste Person. Die erste Person war die diese Stellenausschreibung rausgehauen hat, damit sich andere darauf bewerben. Das heißt, die Person hat eine Erwartung, dass eine Person kommt, die diese Aufgabe erfüllen kann.
Ich sehe nur ihr Angebot und denke, ja, da kann ich mich bewerben. Da ich aber jetzt mittlerweile jegliche Ambitionen, haha, wieder bei Genshin Ambitionen, verloren habe und keinen Bock mehr, mich zu ausnutzen zu lassen, lasse ich das einfach liegen. Ich brauche das nicht. Naja. Ich hoffe, ich konnte mich damit quasi klar machen. Na gut. But that is no reason to strip them of theirs. Follow the way of the sword all the way to the highest peak. You taught them that, didn't you? But what if one day, the same thing happens to them? I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start? Typische depressive Position. Ich habe alles versucht, das hat nicht geklappt und ja, vielleicht war es alles ein Fehler. War es das? Es hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist? If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Ach, Coco, da gibt's noch einen Twitch-Chat, keine Sorge. Das war die Kombinationsleistung, Hust, Hust. Alles nur ein Spaß. Have you asked them what Mir they geht's think? gut. Sensei, Oh, das war ein after you guter rescued Punkt. me from the hands of the pirates, I told myself I would follow in your footsteps for the rest of my days. Hier, großer Punkt. Nicht dieser hier, sondern der davor. Der hat sich all diese Gedanken gemacht, das ist so schlimm, ich sollte das nicht weitermachen, das gibt ganz große Probleme, riesiges Kopfkino, das ihn fertig macht. Und jetzt die Frage, die er gestellt, hast du überhaupt, und er will das denen nicht antun. Er will nicht, dass sie so werden wie er. Und dann hat der Kollege gefragt, ja, hast du sie überhaupt gefragt, was sie wollen? Vielleicht wollen sie das ja. Vielleicht wollen sie selbst das probieren. Und das ist halt das größte Egoismus, dass ihr für euch entscheidet, nur ich will damit nicht interagieren, weil ich will keinen Stress haben, weil ihr die Meinung der anderen damit ignoriert. Sehr schöner Punkt. I can't know whether I will suffer in my future as you do now. All I know is that here and now, in the present, I wish to continue. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head held high and announce that I, like my sensei Domon before me, am a master of Meikyo Shisui art. Nanako's far from the only one. Actually, all of us think that way. Goodness. Well, Und das ist jetzt so ein schöner Moment. Wäre man in seiner Haut, würde man jetzt davor immer so ein riesiges Gefühl, so ein Gewicht auf dem Rücken haben. Und nachdem er das gehört hat, ich kann mir vorstellen, dass er sich jetzt viel leichter fühlt. Quasi wie ein gewittriger Tag und die Wolken ziehen auf. You see? You can place the ambition you once had in their hands. Being stripped of your ambition is something that's never happened to me, so I can't claim to understand it. But I do know what it feels like to have your ambitions crushed. So, just as I once placed my ambitions onto you, it is time for you to release yours into their custody. You are not in the same position that I was. When I left, I had nothing to my name. But you have a great number of worthy disciples. I understand. I'm sorry to have made you worry for me, and for the state of Meikyo Shisui art. I no longer have the resolve to become the best in the world. The emptiness and suffering inside of me will not abate, so I cannot hope to still my mind and be free of agitation. But as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise. And I humbly ask Anzai, my senior, to hold me to my word. You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway, just to make sure you hadn't lost your mind again. But I am now used to the life of a wanderer. I do not belong in the dojo anymore, so I will simply stop by once in a while to make sure you aren't cutting any corners with them. Well, don't just stand there staring at me.
Say thank you to Lady Yai and then get yourself back home. Die Leute von Miyako-Shishos Stil So bedappen sich even und though gehen his weg. ambition was taken away, his disciples can take it over on his behalf. Guess that sort of solves this one, huh? Ja, eine bessere Lösung können wir uns wohl nicht wünschen. Traveler, a moment, please. Willkommen zurück, Lady Sie. Yai has some words for you. Warte mal, Sie, du warst gar nicht da? Ich habe jetzt gerade so einen großen, tollen Vortrag gegeben über Selbstbestimmtheit und Selbstvertrauen und Mut. Und den hast du gar nicht mitbekommen? Mann, 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 Mann. So, my intuition was correct. Skandalös. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. Heuchen weg. For us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. Es ist selten, dass ich diese großen poetischen Ansprachen halte. Glaube ich so 3-mal im Jahr. Und den hast du jetzt I have high verpasst. hopes for you, child. Don't disappoint me. Miep. Ooh, Lady Yai seems to have taken a real interest in you. She seems super mysterious. Paimon's so curious what she really meant by all that. Bitte sehr. We can come back to it another time. For now, we should go report back to Miss Kamisato. Auf zu Kamisato. Oh, da gibt's was? Ah, nee, das ist das Ding, oder? Ah, da bist du. Nee, so oft passiert. Wann war das letzte Mal, als ich so eine Ansprache gehalten habe? Die meiste Zeit spiele ich einfach nur meine Spiele oder rede mit euch normal, ohne dass es zu kritischen Themen kommt. Mann, was ist das eigentlich für eine komische... Was ist denn das für ein Ding, was neben mir herfliegt? Das mache ich ja jetzt. Ach, die Themen gab es schon vor dir. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ein Hasenblob. Weiß nicht, was du meinst. Oh, Ayaka! Guess who fulfilled all your wishes? Huh? Ayaka! Huh? Huh? Komm zurück, Vivi. Traveler, Paimon. It is a pleasure to finally meet you both face to face. I have heard all about how you helped our 3 friends. My sincerest thanks to you. Eigentlich haben wir gar nicht geholfen. Die Sachen, der Schaden, der durch den Verlust seiner göttlichen Nahrung entsteht, kann nicht komplett ungeschehen gemacht werden. Yeah. Short of getting them their visions back, it seems like there's no way to really help them. Ayaka, how come this time you get to come out and meet us in person? Because now that you have done the 3 things I asked of you,
I consider you to be my friends. As you will observe, I dispense with the screen for Toma also. Mm-hmm. Wait a second. But isn't Toma your, servant? Paimon's happy to help and all, but Paimon sure as heck did not sign up to be a servant. Oh, Paimon ist sauer. Oh. Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my friend, and was so before he ever became my attendant. Oh, okay then. Ayaka, you seem pretty different out in the open compared to how you are behind the screen. In Ordnung. Alright, we can be friends. Wie schnell es geht. In Ordnung, Freundschaftsanfrage akzeptiert. Thank you both kindly. Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. What are your feelings on what you have seen? Ich hoffe, dass Sie eines Tages frei davon sein können. Die Schicksal ist schlimmer als der Tod. Perhaps in the eyes of a deity such as the almighty Shogun, the lives of those who inhabit the world are inconsequential. Thunders roar, lightnings flash, the winds assault, and the rains descent. All these things take place with no regard for the feelings of the common people. But I believe that surely you understand what they must endure. It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which case, perhaps you would be willing to reconsider your stance? Nein, ich will da nicht draufdrücken. Ich helfe dir im Kampf gegen das Augenharzdekret. Aber nein. You will? Really? Doch, du musst dein Versprechen halten. Naturally. All right, bravo, my lady. You were right all along. See? I told you she wouldn't reject them. I'd placed my trust in the right person after all. Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, perhaps we could move to the Komori tea house? We all... Kamisato Aether und Toma führen dich wieder einmal in die Teestube Komore. Well, here we are again. Please continue without me. I'll keep watch. So, what's the deal with this place anyway? What makes it your favorite meeting spot? Verpasst hast du nicht wirklich was. Wir haben uns nur bereit erklärt, was gegen das Augenharzdekret zu machen. This is land that was gifted to the Yashiro Commission by the Shogun. The Kamisato clan has the exclusive right to plan, build, and repair any property on this land, and even to allow or deny access. Such privileges exist due to the Yashiro Commission's role in managing ceremonial affairs. Oftentimes, it is not appropriate to discuss details in front of bystanders. Oh, Paimon gets it! Gotta keep a bit of mystery, right? Once the number of ceremonial affairs conducted in the city began to decline, our forebears built a tea house here. Only members of the Yashiro Commission are permitted to come and go as they please. Makes sense. Perfect place for a secret base. In any case, we can talk freely here. I presume you have a few questions that you wish to ask me? So ein paar. Was für eine Art von Gottheit ist Shogun Raiden? Kämpft sonst niemand gegen das Augenharzdekret? Habt ihr formelle Einspruch gegen dieses Augenharzdekret? Okay. The almighty Shogun. I've seen her on but only a few occasions, most of them formal ceremonies. She inspires awe, commands respect, and exudes a sense of absolute authority. But as I recall, there was something else about her that struck me even more deeply. It was her almost complete lack of any emotion. In that sense, she appeared to me to be less of a ruler and more of, well, an executive official, I suppose. Focused exclusively on her single goal of implementing eternity, acting accordingly without feeling. Kämpft sonst niemand gegen das Augenharzdekret? The issue is this. For the vast majority of people, the Vision Hunt Decree is something that has no implications whatsoever. After all, it is but a tiny minority of people who receive visions. Moreover, it is not unknown for visions to spark jealousy in others. Because of this,
The attitude of most people towards the Vision Hunt decree is one of indifference. How can they be like that? Paimon's getting mad. Nevertheless, in addition to us, there is also the resistance on Watatsumi Island. Resistance? You mean like an army fighting against the decree? Yes. Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under Sangonomiya on Watatsumi Island to form a resistance group. To say a little more about Sangonomiya, historically, there has always been some conflict between them and the shogunate of Narukami Island due to their different belief systems. But I do wonder whether there may be some other agenda behind their resistance movement, beyond merely fighting the Vision Hunt decree. Habt ihr formell Einspruch gegen das Augenharzdekret eingelegt? Of course. We have tried on numerous occasions. Unfortunately, each time a proposal to repeal the decree arrives at Tenshukaku, it is promptly vetoed by both the Tenryou Commission and the Kanjo Commission, and subsequently scrapped. Verrückt. They invariably adopt a stance of unconditional support for the shogun's decisions. They have no interest in discussing anything. It almost makes one wonder whether they had a hand in the shogun's sudden decision to issue the Vision Hunt decree. Ich habe keine weiteren Fragen. Paimon has a question though. Oh? What would you like to know, Paimon? Wo kann man gut essen gehen? Have you got a plan yet to fight the Vision Hunt decree? To be honest, we do not. What? Please, do not forget that challenging the Vision Hunt decree is tantamount to challenging a deity. Coming to terms with that is already a difficult step to take. So what are we gonna do? Well, for the moment, all we can do is try and reduce the harm that is being caused by this decree. For example, by providing vision bearers with safe refuge, or manufacturing counterfeit visions for them as a contingency measure. You're telling Paimon that there are people out there who can make fake visions? Don't underestimate the talents of the craftspeople in Hanamizaka. To the naked eye, their counterfeits are indistinguishable from the genuine article. Bestimmt ist Venti dort. Ich will auch irgendwie einen haben. The problem we are facing right now is that Master Masakatsu, who was providing us with counterfeit visions, has recently been arrested by the Tenryou Commission. Darn! So they found out about it? Yes. We knew it was not a long-term solution, and that it was only a matter of time before it would be exposed. But we cannot simply abandon Master Masakatsu. Hat viele Leben gerettet. Ist nur recht und billig, dass auch gerettet wird. Exactly. I feel the same way. But given mine and Toma's identities as part of the Yashiro Commission, breaking him out of prison would risk dragging down the reputation of the entire Kamisato clan should we be caught. That would only serve to cast suspicion on any future activity we might seek to attempt. Deshalb, ich soll mich darum kümmern? By no means do we intend to place the burden of such a task on your shoulders alone. When you are ready, go to Hanamizaka and look for a fireworks shop run by the Nagonohara family. Bei mir. There, you will find someone who can help you. Auf zu Yoimiya. Ist Toma immer noch hier um die Ecke? Hey, all finished? I've been keeping watch, and I'm happy to report that everything is fine and dandy. Nice. Na dann. Just hand it over. You don't want any trouble with me. If you think your elemental powers are enough to resist the Vision Hunt decree, then you'd better think again. Believe me, you're not the first of your kind we've encountered, and we've seen the same unpleasant...
Can't you make an exception? I just got this vision. I won't even use it, I promise. So this is the Vision Hunt Decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold, can we? Los geht's. Psst! Hey, wait! Huh? There's someone trying to get our attention. Come on, this way. What's going on? Can't you see we need to go help? Shh, quiet. Just sit tight and watch for a moment. Hey, this isn't right, you know. Just because you don't have a vision doesn't mean you can sit back and watch others in trouble. Huh? Hey, wait! You do have a vision! Shh! If you don't keep your voice down, I won't have one much longer. All right. Here, take it. Wise choice. All right, let's go. What should we do now? He's already given up his vision. Doesn't he know what could happen to him after losing it? Na dann, gute Nacht, Coco. This is your fault. You're the one who stopped us from interfering. Many thanks, Miss Yoimiya. If you hadn't swapped me a fake just now, I'm sure I would have lost it. No worries. You put on quite the convincing performance. Also war dieses göttliche Auge eine Täuschung? Wir wurden ebenfalls zum Nahen gehalten. Oh, so that's what's going on here. And to think Paimon was about to unleash Paimonial wrath on Miss Yoimiya. Sorry about that. Paimonial Wrath, das hört sich auch sehr geil an. Think nothing of it. I could tell from your reaction we were on the same side. You just didn't know it, you know? Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm Yoimiya, the current owner of Naganohara Fireworks. It ain't much, but it's honest work. Great to meet ya. Practically everyone on Hanamizaka knows Yoimiya. She's the queen of the summer festival. Without her and her fireworks, summer on Narukami Island just wouldn't be the same. Whoa, that's quite the introduction. Paimon loves fireworks. It's nice to meet you. Stop it, Hanjiro. You'll embarrass me. As for thanking me, you'd be better off thanking Master Masakatsu. He's the one that gave me the fake visions in the first place. His handiwork allowed me to keep my own vision. Whew, I can't even imagine trying to run the business without it. Ugh. Yes, Master Masakatsu is a good man. It's too bad good people seldom get the recognition they deserve. Master Masakatsu? Huh? Do you guys know him too? Herrin Kamisato hat seinen Namen erwähnt. Wir wollten ihn gerade retten. You don't say. Then it sounds like the Shirasagi Himegimi has a plan. Awesome! I've been thinking about breaking him out too recently. But if I just marched straight in there by myself, I'd probably get Miss Kamisato in a whole heap of trouble. So, what about if I join you instead? Sure, welcome to the team. Ayaka told us to go look for help at a fireworks shop. She must have meant you. Seems like I finally got a new job to do. Besides hiding vision bearers in my shop, that is. So, Master Masakatsu is being held at the police station. I've already surveyed the area and found a way in. Whoa, talk about a reliable source. Seems we've got the right person on our team. Not bad, huh? Let's go as soon as everyone's ready. Don't worry, Master Masakatsu. We're on our way. Time to break him out! Okay. Wir gehen direkt. Ich dachte, jetzt müssen wir noch irgendwie ein Feuerwerk zusammen kloppen. Na dann, auf ins Gefecht. Aus dem Weg wachen, wir wollen in euer Gefängnis einbrechen.
Entschuldigung, dürfen wir mal rein? Ach, na. Egal. Gibt's hier einen Hintereingang? Gut, dass er nicht bewacht ist. Feuer und Eis. Die ist noch nicht gebildet und wir haben noch gar keine Waffe von dem. Ach, wird schon passen. Now that we're inside, this place is a whole lot creepier than Paimon imagined. Come on, this way. As long as we stay quiet, we've got a good chance. I certainly wouldn't want to end up locked away in here. Let's find Master Masakatsu and get out of here. We should split up. I've got a little present to prepare for Master Masakatsu. I'll be right back. You sure? Alright then. Just be careful not to get caught. Yes, you too. Entschuldigung, ich muss mal auf die Toilette. Ach, dann mach ich mal hier mein Wasser hin. Boba, get them! Witness the power. Go. Wir hätten ja viel aus. I must withdraw. Talk about a big door. Seems we need to collect something shaped like Magatama in order to open it. Out of the frying pan. Show me what you Wheel of got. life. Orders given. Don't hold back. Orders received. Watch your step. Eyes on me! I'll spare nothing. Nice and spicy. Rain outlines your... I've been bested. Hier wird doch sicherlich irgendwo eine Kiste herumstehen. Oh, Bögen. Ernsthaft? Keine Kiste? Wundert mich. Da gibt es auch keinen Geheimgang. Battle formation. Hast du gerade eine Karte? Nice and spicy. Take this. No, my sword! Forget this. Immer diese Nervensäge. This wall looks a bit odd. Maybe there's some special trick to it. These guys seem a lot tougher than usual. Paimon wonders if that armor over there has anything to do with the source of their strength. Meinst du, Paimon? Die sind irgendwie ziemlich schnell down gegangen. Versager. Brace yourself. Nice and spicy. You're toast! Power that ended Haidon! Show me what you've got.
Rain outlines your fate. Rain cutter. Booba, get them! Soldiers, quick! Don't hold back! I've lost. Show me what you've got! I dare you! Go. Allow me. Just like that. Show me what Opening you got. box of Adepti tricks. No, my sword. Show me what you've got. Watch your step. Spicy! Eyes on me. A word and best. Hau nicht ab, wenn ich dich verprügeln will. Okay, Magnus, danke, dass du dabei warst. Bye, bye. Mach ich. Wobei, Sie, bist du da? Sie! Doesn't that Magatama shape look pretty similar to the grooves on the door over there? Miachen sagt ihr gute Nacht. Aha, eine Kiste. Wusste es. Niemals! Wer geht denn jetzt alles schlafen? Teach me a lesson. No, my sword. Witness the power of Gugwa. I dare you. Wheel of life. Don't hold back. Booba, get them! Eat this! I dare you. Rain outlines your... Watch your back. Allow me. Strike back. I dare you. Show me what you've got. To ashes! Don't hold back, bastard. Let me weave you a verse. Aber ich habe gerade gute Nacht gesagt. I need to train harder. Na, Miachen wollte, dass ich dir gute Nacht sage, sie. Von ihr. Faster? Okay, faster. Booba, get them! Guten Flug. Was soll ich den Platt noch platt machen?
Ich und zuvor eulig niemals. Okay. Viel Spaß, mein. Rain outlines your fate. Life goes on. Abwärts. Guten Flug. Nö, ich habe keinen Bock drauf. Muss mich nur anschleichen. Ach, so viel zum Armschleichen. Es fliegt nicht dauernd drunter. Ich will dich gerade platt machen. Wheel of Life. I must withdraw. Das ist ja das reinste Gefängnis hier. Shh! Quick! Hide! Look over there. That must be Master Masakatsu. Did you really think that little trick of yours could fool us? Locking you up was just the beginning. No! Oh no! Those Tenryou Commission brutes are torturing him! If we don't come up with a way to break him out fast, then... Huh? Yoimiya, when did you get back here? Für das Erste können wir nur abwarten. Wir sollten uns eine Fluchtmöglichkeit sichern. I can't bear to watch. If anything happens to Master Masakatsu, our whole plan will have been for nothing. Hey, you there! What are you doing? Ah, ma'am. Die Krähe ist angetroffen. We were just teaching him a little lesson, that's all. Huh? Who's that? That's Kujo Sara, adopted daughter of the Kujo clan of the Tenryou Commission. She's also a general in the Shogun's army. What's she doing here? Ich glaube, Kaso erwähnte sie bereits. Sie gehört ebenfalls zu den Vollstreckerinnen des Augenhatzdekrets. Make way, let me have a look at him. Na dann, gute Nacht, Mia-chan. Miachen, Hilfe. Hallöchen, Boruto. I'm sure you're well aware that torture is strictly against military regulations. Yes, ma'am. If you are unashamed of such disgraceful action, then you are also unworthy of the Tenryou Commission itself. Do I... Yes, ma'am. It won't happen again. Paimon sure wouldn't want to get on her bad side. Hey, this is our chance. Let's move while they aren't watching Master Masakatsu. Yoimiya, are you sure now's the right time? Who is that? Ganz unauffällig. Quick, go and investigate. Yes, ma'am. They're coming! Quick, hide! Sorry. I didn't mean to. Wir stecken in Schwierigkeiten. Wenn wir hier nichts tun, finden sie uns garantiert. Don't worry, I've got us covered. Time for my little present.
Huh? Was that an explosion? It sounded like fireworks. Wow, du hast ja die Nacht wirklich durchgemacht. Quick, let's hurry! The fireworks were enough to distract them. Maybe more than enough. Fireworks aren't just for festivals, you know. Saubere Arbeit. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. I was particularly proud of this batch. I decided to. Whoa! Whoa! Yoimiya, this is turning into a bit of a fireworks display. Well, fireworks are my craft after all. Look, the coast is clear. Now's our chance. Na, dann holen wir uns den. Ist hier noch eine Kiste oder irgendwie sowas? Es geht, es geht. Yoimiya, is that you? Master Masakatsu! Sorry we took so long. Oh, those awful guards. Das hört sich falsch an, Boruto. Das hört sich falsch an. Come on, we've got no time to lose. They could be back any minute. Oh. Oh. Du hast uns die ganze Zeit von da drüben beobachtet, oder? Yes. Leave. Before I let my judgment get the better of me. He's in serious condition. Be sure he gets immediate medical attention. But remember, once he's recovered, it won't be long until I bring him right back. Well... you can bet we'll do all we can to keep that from happening. Danke, wir werden Meister Masakatsu beschützen. Leave this place. Ach, so schlecht scheint es ihm nicht zu gehen, wenn er so losrennen kann. Ja, meine goldene Truhe. Ich wollte gerade sagen, kann ich denn nicht noch durch? Ich will wieder da runter. Jetzt hier gar nichts. Wie langweilig. Wie nachsichtig. Von was spricht ihr? Bin verwirrt. Um was geht's? Ich habe Angst. Oder gibt's hier noch irgendwas? Nö, hauen wir ab. Wieso sagt ihr so seltsame Sachen? We're finally out of that creepy place. Yes. Finally, I've made it out of there. Master Masakatsu, how do you feel? Can you hold on? Don't worry. I think I can make it to the infirmary without keeling over. Thank you. All of you. I'll take him to get treated. I'll treat you to a round of drinks once this is all over. Don't worry about us. Just take care of Master Masakatsu. Willkommen zurück, Mina. Good thing we were able to rescue him. Diesmal war das Glück auf unserer Seite. Haben wir alles dieser Frau zu verdanken. Right, Kujusara. Do you think she was making up for how the guards were treating him? It seems as though there are some okay people among the ranks of the Tenryou Commission. Though Paimon would never agree with their actions in the Vision Hunt Decree, of course. How about we go tell Ayaka and the others the good news? Na dann, auf geht's zu Ayaka. Treffen wir nicht jetzt auf den Shogun Raiden, falls ich mich richtig erinnere? Oder kommt dazwischen noch was? Bin mir gerade unsicher.
I see. So Kujo-Sara stayed her hand. It would appear she still has some honor to her. I wonder if we should try establishing contact with her. Perhaps we could coax out some information. Unlikely. Don't forget, Kujo-Sara is also carrying out the Vision Hunt decree. She obeys the orders of the Raiden Shogun without question. In her eyes, Master Masakatsu is of no threat to the decree. This is why she was so willing to allow his escape. If our true motives were ever divulged, she would act against us without a second thought. Mann. Es geht doch nicht. True. Though if you ask me, Master Masakatsu's release is an unexpected blessing. We are now one step closer to victory. And we couldn't have done it without Yoimiya and the Traveler. You're turning out to be even more reliable than we expected. Danke für das Kompliment. Don't mention it. Indeed. Things may have turned out very differently this time without the help of the Traveler. But if we wish to mount any sizable resistance against the Vision Hunt decree, there is still much to be done. It is time we make ready our next set of plans. There's no need to rush, my lady. Things seem to have taken a turn for the better, at least. Not only have we rescued Master Masakatsu, but our list of allies appears to be growing. Yes, which reminds me. The Tenryou Commission seems to be making preparations for a celebration. They call it a ceremony of sorts. And the number of samurai out enforcing the Vision Hunt decree seems to be waning. The days ahead may be more peaceful than usual. A ceremony, you say? Why would such a task be left to the Tenryou Commission? I don't know, but I'm sure it has nothing to do with us. Anyway, with the Tenryou Commission busy with preparations, we should have a little more breathing room than usual. Gute Nacht weg. Wieso ist New Galaxy jetzt verwirrt? Ah, okay. Meint mal was? Okay, jetzt bin ich auch verwirrt. Ja, ich musste hochscrollen, um die zu lesen. Nicht nur du bist, ja. Ich bin auch verwirrt. Being in a constant state of alert will only tire us further. Perhaps a period of rest is in order. Toma, what would you suggest? I'd say a celebratory feast is in order. Might I suggest an evening of hot pot together? Funny enough, I learned a new hot pot game recently. I'm sure you'll find it quite amusing. A hot pot game? What's that? Well, as long as it has to do with eating. Simply put, every person prepares an ingredient to add to the hot pot. Once the meal begins, we add all the ingredients together. Ja, aber da ich ja quasi auf 3 Chats achte und hin und wieder auch das Spiel spiele, komme ich mal im Gespräch nicht hinterher. Then we take it in turns to close our eyes, pick an ingredient out of the pot, taste it, and guess whose ingredient it was. Anyone who guesses correctly can go again, and whoever finishes the meal with the most points is declared the winner. Tradition even has it that the winner receives blessings from the god of hot pot. Don't you think it sounds like fun? I've been wanting to give it a try. In fact, I've already got my ingredients prepared. You really do want to play, huh? Well, sounds like we've got our work cut out for us. Time to gather some ingredients. But what should we choose? Muss ich Angst haben? Muss ich Angst haben? Bleiben wir am altbewährten, das Draufgänger-Team. Ooh, Paimon proposes we gather raging demon-level Joyun chilies, super salty ham, mist flower corollas. This is already shaping up to be a hot pot to remember. Excuse me, das wird jetzt langsam... Boruto, was hast du geträumt? Irgendwie wird das gerade ziemlich cringe.
Und Sass. Oh, my stomach! It feels like Yoimiya's fireworks are going off inside me. Mhm. Maximal Verwirrung. Who would have guessed that Toma would be the winner? He ate practically all those weird ingredients without a second thought. Toma? You okay, buddy? Salt-crusted herring, unripe lavender melon, flash-boiled dongo, oh, and whatever that thing was that nearly froze my tongue off. Hold up, my life is starting to flash before my eyes. Time I call it a night, everyone. Oh, zu viel für unseren lieben Toma. You've only got yourself to blame, Toma. All those strange things you ate were ingredients you added yourself. Ich find's nur interessant, was für Träume Boruto hat. Vor allem Ding, dass er mir, dem dominanten Drachen, was reinstecken wollte. Aha, ist klar. Kann man das schon Wahnvorstellungen nennen? But weren't you the one who added those little cakes, Ayaka? I think the traveler ended up eating one. Boiling cakes in hot pot? Ugh. Think of the texture. Na dann. Gegen Träume kann ich ja nichts machen. I must Auch wenn er's- apologize. To be perfectly honest, I thought the cakes would be a tasty addition. Wobei ich schon verdutzt bin, dass er quasi seine Träume so offen in den Chat schreibt. Uh-oh, I'm definitely not okay. I need to lie down. I feel like a new man. You know, Toma, all you had to do was guess wrong on purpose and it would have been someone else's turn. Talk about being competitive. Da ist jemand nicht überzeugt. Guess I've been feeling unlucky recently and wanted the God of Hot Pot's blessing. Ja, aber wenn es zu bunt wird für den Chat, muss ich ja quasi auch das unterbinden. Perhaps I did get a little carried away. Still, I couldn't be beaten at my own game first time around. I think my luck has already taken a turn for the better. I can sense it. So without further ado, I hereby declare that the winner of today's Hot Pot Challenge is me. Oh, brother. Ah, good effort, team. Another important job taken care of. Next on the agenda, some well-earned rest and relaxation. Yes. If the Tenryou Commission truly is as busy with preparations as Toma claims, then some rest would be a welcome change of pace. And with the extra time, Guten Morgen, there are Emma. some other matters I wish to attend to. Let's all take some much-needed time off. After a few days' rest, we'll reconvene at the Komori Tea House and discuss our next operation. Downtime is hard to come by these days, so be sure to make the most of it. I'll tidy things up here and start thinking about our ingredients for our next round. There's gonna be a sequel? Sure, why not? We should play again now that everyone knows the rules. I'll see you all later. Bye, Toma. Seems we won't need to be visiting the Komori Tea House for a while. Why don't we go explore some other places? Okay. Sehr seltsame Quests wieder. Was? Okay, ich schätze mal, das ist dann, wo Toma abgeführt wird, oder? Was? Wie? Eine private Mission?
Boruto, an wen war die Information gebracht, dass du auch dominant bist? Where do we go from here? What's the plan? Traveler, Paimon, hold on. Huh? Ayaka? Was ist denn los? Something has come up, and I would like to request your assistance. But you ought not be nervous. This is not coming from the Yashiro Commission or the Kamisato clan. It is my own individual request. Und das soll mir jetzt was sagen? Ja, ich wiederhole. Ich glaube, dir ist die Beziehung zwischen Dominant und also zwischen Bottom und Top nicht ganz klar. Und da ich dominant bin, lasse ich mich nicht dominieren. Das heißt, alle, die dominant sind, I guess, schön für euch. Das ist halt das, was mich gerade verwirrt. Da kannst du auch sagen, ja, mir gefällt, keine Ahnung, Schimmelkäse. Gut, mir nicht. Schön für dich, dass dir er gefällt. Wenn du Lust hast, iss ihn. Wenn nicht, nicht. Aber nur weil du ihn gerne isst, heißt es nicht, dass ich ihn gern essen muss oder andersrum. Du verstehst den Punkt, den ich machen will? Individual request? You mean personal stuff? Correct. It concerns my mother. This may seem a little sudden, but in my view, you are the only person I can entrust this to. Kannst du mir mehr Details verraten? A few days ago, I was sorting through some old family belongings when I found a notebook that belonged to my mother. She wrote about all kinds of things, mostly of little consequence. But what drew my attention was a name. It is one that I have never heard before, so the fact that she mentions it so frequently, it makes it difficult for me to ignore. Probably your mom's best buddy, right? Du hast den Namen wirklich noch nie zuvor gehört? Nicht einmal? Never. And although my mother and father passed away many years ago, both my brother and I are familiar with the vast majority of their acquaintances. Sehr mysteriös. So, I am very curious about this mysterious individual. I would very much like to meet them. According to the notebook, their name is Tsubaki. This seems to have been someone very important to my mother. Someone with a lot of personality, who liked to have fun. Paimon thinks it sounds like a girl's name. That's what I thought too. Es klingt nach jemandem, den ich gerne kennengelernt hätte. So what do you want us to do? Do you need us to find her for you? No. Her address is given in the notebook. We can head straight there. I wanted you to assist me with the preparation of greeting gifts. Please keep everything I have told you in strict confidence. The proper course of action would be to involve my brother and visit her together, but he is terribly busy at present, and on a more selfish note, I don't wish to involve anybody else from Inazuma in this matter. Deshalb hast du dich an mich gewandt, eine Fremde. Exactly. That, and you are also a kind, well-mannered person with a genuine concern for other people. Not to mention trustworthy. I would not feel comfortable with anyone else in this situation. You can count on us! We've done greeting gifts before, so we should be able to help. In terms of payment, just treat us to some delicious food and we'll be more than happy. Spricht nur für sich. Wonderful. In fact, I was hoping to take this opportunity to show you both around, if you don't mind, of course. Oh, we don't mind. We don't mind at all. Do we? Es würde uns absolut nichts ausmachen. Thank you kindly. Shall we head off then? All right, sounds great. Bis zu einem gewissen Grad bin ich bi, aber eher hetero.
Warum fragst du? Wobei man könnte mich auch asexuell nennen, je nachdem, wie ich drauf bin. Irgendwie in verschiedenen Jahreszeiten bin ich verschieden drauf. Mich als Genderfluid, man könnte mich auch als Genderfluid bezeichnen. Aber nee, Genderfluid ist ja, wobei. Sagen wir einfach, ich bin hetero. Machen wir es einfach. Interessant. Da 99,9% der Kerle quasi nicht meinem Geschmack entsprechen, können wir auch sagen, ich bin hetero. Und 90% der Frauen auch nicht. Aber es gibt mehr Frauen, die mir gefallen, als Männer, die mir gefallen. Von dem her eher hetero. Ihr seht mein Problem. Na gut, ich gehe mal Wasser wegbringen, solange wir... Bis gleich. Wasser, Wasser, Wasser. Es ist schwierig. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Und ich glaube, es geht in eine falsche Richtung. Also ich habe nicht das Interesse an der Aktion. Ich weiß nicht, was ich halt sagen darf, weil ich parallel auf YouTube streame und YouTube extrem empfindlich ist, wenn ich solche Sachen anspreche. YouTube ist da extrem empfindlich. Also, ich darf keine komischen Wörter sagen. Ansonsten, oh, du hast ein böses Wort gesagt, was eigentlich gar nicht böse ist. Schäm dich. Welchen Flashlight? Von dem her, ich weiß nicht. Also, der Punkt ist, ich habe ein anderes Interesse als die normalen Menschen. Die normalen Menschen wollen ja in die Interaktion kurz mal abspritzen oder abgespritzt werden, hust, hust, und dann sich erleichtert fühlen und dann geil. So bin ich nicht drauf. Ich bin eher auf die Interaktion mit der Person aus und ich glaube, die einfachste Möglichkeit wäre, mich als eine Art Pleasure Dom zu bezeichnen. Welche Nachricht von ihm willst du denn löschen? Es gibt einige, die so ein bisschen zweifelhaft sind. If my calculations are Na gut, correct, ich wollte Wasser wegbringen. Wandwin Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Boruto, ich wollte Might es we add a höflich small ausdrücken. detour to our adventure? Ausdrücken. Na gut. So, bin gleich zurück. Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in the next volume? Oh, drat. My apologies. Komore Tea House only accepts guests of sufficient status. Please don't enter without permission. I never embark on a journey without a good book to accompany me. My apologies. Komore Tea House only accepts guests of sufficient status. Please don't enter without permission. If my calculations are correct,
Wanwen Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? What kind of tea is this? My apologies. Kamore Tea House only accepts guests of sufficient status. Please don't enter without permission. What kind of tea is this? I never embark on a journey without a good book to accompany me. Kamore Tea House only accepts guests of sufficient status. Please don't enter without permission. What kind of tea is this? My apologies. Kamore 'Twas on a Tea House deserted, only moonlit accepts night guests that the of sufficient hero approached the status. vile Please dragon's don't limpid enter lair. without permission. Wieder da. What kind of tea is this? Und habt ihr euch bereits beruhigt? Ja, German. Hi. Willkommen zurück, Coco. Merci. Aris, soll ich die Mission noch machen? 22 Uhr. Könnt jetzt... Sollen wir Mehrspielermodus starten? Sollen wir den guten Mehrspielermodus starten? Ich würde gerne endlich mal Madame hier ausrüsten. Also. Naja, wer will denn mitspielen? Ich frage mal so, und wer will nicht mitspielen? Ein bisschen länger als ein Jahr, oder? Ich kann auch alleine farmen, das ist jetzt weniger das Problem, wenn niemand mitspielen will. Ist weniger das Problem. Aha, sie braucht Ablenkung. Aha, aha, aha. Na dann, sie, komm rein. Ganze 10 Sekunden. Moment, lass mich erstmal die hier abbringen. Thank you for Es waren weniger als 10 Sekunden. Ad Astra Abyss. So. Jetzt kannst du reinkommen. Sie. Fast. Milenas Papi. Mhm. Eieieiei. So. Sonst will niemand dazu kommen? Können wir mal ein bisschen die Ballerina da hinten aufmischen. Da.
Meine UID. Also willst du doch mitmachen? Naja, meine UID ist ja die 764274033. Wurde weggeschoben. Das ist jetzt der Hauptcharakter. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Beilu wurde einfach weggeschoben. Sie, wie kannst du nur? It's hard to remain on dry land for so long. Skaranara? Bist du denn eine Aranara? Okay, einen Platz haben wir noch. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Warum wollen wir meine UID anpinnen? Ist doch sowas von nutzlos. Also einen Platz haben wir noch. Wir brauchen das untere. Ach, nicht so weit. Go. Sacred name, fortune preserver. Right now. Always right here. Right. You're gonna get injured. Emerge. To ashes. Nothing lasts forever. Right now. Nimmt das. Oh. Right here. Emerge. Right now. Eyes on me. Opening box of a death die right now. Right here. The fun is over. Ich heile zu wenig. Wheel of life. Na dann. Wir haben noch keine gute Ausrüstung. Schnief. Und wie oft müssen wir das jetzt wiederholen? Bis wir unsere liebe Kollegin wieder aufleveln können? 218. Noch zweimal. Dann brauchen wir noch die Dinger hier. Probleme. Let's go somewhere cooler. So. Lang lebe Kiki. Kiki.
wir auch mal wieder das Ding hier platt machen. Wo war denn das Ding? Hier. Wo muss ich hin? Jeden Herzschlag kontrollieren. Ich will eure Fantasien. Will eure Energie. Gute Nacht, Boruto. Also, was ist mit sie? Warum will sie nicht kommen? Sie! Wieso schwimmt der Wanderer? Und er ertrinkt. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Na, von mir aus. Soll mir egal sein. Leave it all to me. Hallo, komm runter. I must leave no stone unturned. As a dutiful maid would. Life goes on. Right this up for mine. Was? Es hat es überlebt.
inches. Weg damit. Na dann. Noch zweimal dieses Ding da unten. Wo bist du? Immer diese 50er-Novelle. Der Hof von Fontaine. Der Witz ist halt hier ist jetzt die Welt noch quasi in Ort. Okay. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass es hier Sternzeichen gibt? Oder ist es nur ein Zufall, dass die gerade in der Reihenfolge aufleuchten? Interesting. Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. Ich frage mich halt gerade, ob da eine Lore dahinter steckt. Oder ob es nur ein Zufall ist, dass die gerade in der Zeit immer aufleuchten. Weil jetzt ist ja bereits Tag. Man kann die Sterne... Moment mal, wieso kann man die Sterne immer noch sehen? If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Moment mal, ist es normal hier, dass man am Tag die Sterne sehen kann? It's hard to remain on dry land for so long. Nee, jetzt sind sie weg. Okay. Interessant, dass mir das jetzt auffällt. Emerge. Sacred name. Fortune preserver. Right here. Das ist auf einmal bewölkt. Eyes on me. Right here. Right now. Right here. Go. Right here. I shall handle this. Right here, right now. Right here. Power that ended Haishan! Wheel of life.
opening box of Adepti. Right now, nothing lasts forever. Emerge. Rise. Eyes on me! Weg mit euch. Okay. 2 noch. Okay, einmal brauchen wir es noch. Einmal brauchen wir das noch. Warte mal, wie viel von dem zerbrechlichen Herz haben wir noch? Ach, jede Menge. Das heißt, wir könnten noch 2 Bosse locker machen. Na dann, auf zu Child. Mal schauen, ob wir ihn zu dritt hinbekommen. Moment. Lass mich raus. Genau. Darauf bekomme ich Sachen. Oder ich gehe auf Feuer. Ja, Feuer ist besser. Gibt's mal Elementarreaktionen? Oder Wasser, wenn ihr die Dinger schon bekommt. Eichen Milena. This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. My, you're cutting it close. Not bad. You've got a trick or two. Faster? Okay, faster. Emerge. Boba, get them! Right now. Right here. Gotcha. Right here. All you do is love. Sacred name. Fortune preserver. Jetzt geht er einfach drauf. Komm her. Faster? Okay, faster. I'm always watching. Emerge. Right here. Wheel of life. Right here. Don't touch me! Out of the frying pan! You're gonna get injured! Haut er jetzt wieder ab. Wow. Hau ab. Life goes on. Das hau nicht ab, ich will dich gerade platt What a machen. dreadful ending. Jetzt hau nicht ab, ich will dich gerade platt machen. Oh. Wheel of life. Jetzt hau nicht dauernd ab, du Feigling. Faster? Okay, faster. Seit wann ist Child so ein Feigling? Der Typ ist mir ja noch nie so abgehauen. Mann. Heilungs...
Schöner Hut für einen Bogenheilungs. Habe ich einen Bogenschützen, der Heilung macht? Wenn da jetzt noch was Schönes da wäre, wie kritischer Schaden oder sowas, dann wäre es noch geiler. Aber so, ich weiß nicht. Ich bin enttäuscht. Na gut. In der 4 ist ja nicht so gut, Milena. Das ist ja nicht so gut. Irgendwie falsch aus. Mhm. Kann es sein, dass sie einfach nur einen riesigen Kopf hat? Sie ist kleiner, aber irgendwie... ist irgendwie so der Typus Kana. Haben die Kana aus Dragon Maid nachgebaut? Oder kommt es mir nur so vor? Hallöchen, Flashlight. Mein Main ist zurzeit bei du. Faster? Okay, faster. Okay, Milena, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. Rise. Right here. Right here. Just like we rehearsed. Nothing lasts forever. Right here. Opening box of Adephthydrix. Right now. Wheel of Life. My, you're cutting it close. I'm always watching. Right now. Right here. This on your side. Right here. To ashes. Rise. Emerge. Komm, heal schneller. Nothing lasts forever. Emerge. Right here. Emerge. Right here. Right now. Just like we rehearsed. Eyes on me! Life goes on. Miep. So, einmal dieses Zeug hier. 1 anwenden. Perfekt. Und dann können wir wenigstens die Madame jetzt auf Level 70 bekommen. Auch schon mal nice ist. Da fehlt noch was. Ach, da. Das heißt, mir fehlt nur noch, in Anführungszeichen, Aufstieg. Die könnte ich herstellen, höchstwahrscheinlich. Die fehlen mir noch. Auf geht's.
Fühlt euch ausgepeitscht. Jetzt kennen wir was Besseres. Da kann ich die hier platt machen. Ah, da ist das bessere Zeug. Angeblich ist ja hier unten noch einer. Laut der Karte. Da hinten ist einer. Holen wir uns die Dinger. Guru, 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 Guru. Wieso werden wir jetzt angegriffen? Dieser komischen U-Boot-Dingsbums. Brauchen wir nicht so gelbe Fische hier, um uns zu heilen? Besser. Na gut. Der nächste ist... Ach, die andere Richtung. Ist das nicht so ein Ding? Frage ist, wie viele von den Dingen brauche ich denn? Um unsere liebe Navia hochzuleveln. Noch jede Menge. Beziehungsweise ich könnte die aufstellen. Was war denn das? Beutepunkt. Wie viele von denen habe ich denn? Bräuchte... Abgelaufen. Nein, ist abgelaufen. Das ist doch das Aufsteigmaterial. Oder ist es nur Kochmaterial? Doch, das müsste das Aufsteigmaterial sein. Und für Madame brauche ich... Welche brauche ich denn? Ach, das ist auch ein Aufstiegsmaterial? Sind irgendwelche so komischen... Nee, das ist doch... Das brauche ich auch, aber das ist das andere Zeug. Oder brauche ich was anderes? Welches brauche ich? Hier, die hier. Brauche ich die hier? Nein, das ist Schleimkondensat. Das Zeug brauche ich. 30. Jedes 4 gibt 1. Das heißt, ich habe viel zu wenig. So oder so. Wir haben viel zu wenig. Wir brauchen viel mehr. Die arme Robbe, was hat sie dir denn angetan? Immer die Leute, die tun einem nicht mal was. Ihr greift sie an. Die wehren sich ja nicht mal, die Ärmsten. Oder brauchen wir die auch? Kann es sein, dass hier alles diese komischen Tränen gibt?
Na dann. Du schlafen, ich hab Nerven, ich hab sehr Nerven. Was? Okay. Eine sehr verwirrende Person ist gerade auf YouTube aufgetaucht. Man könnte sagen, Wild Nervensäge Approaches. Da hinten haben wir noch mehr von den faulen Dingern. Jetzt ist er traurig. Ach, da liegt hier noch einer. Aber der hat nichts gedroppt. Na dann. Ein Tamura. Visare, ich mag dich gerne. Du bist eine schöne alte Junge. Was? Wenn man komplett verwirrt ist von den Leuten. Ah, und ich habe immer nur nach diesen komischen Dingern gesucht. Interessant, ich muss hier alles massakrieren. Ja. Auch ein Wort, das man auf YouTube höchstwahrscheinlich nicht sagen darf. Nehmt das. So, wie sieht's aus? Kommen wir damit voran? Ja. Wie waren das? 3 oder 4 von denen geben ein neues? Je nachdem könnten wir bereits genug haben für einen Aufstieg. Ja, weiter geht's. Ich habe keine Ahnung, was du sagen willst. Das ist das Problem. Anna. Benutzt du einen Übersetzer? Einen Translator? Na dann, fühl dich geknüllt und gute Besserung. Die geben scheinbar nichts. Oder doch? Wo sind jetzt diese Krabben, die wir platt machen müssen? Na gut, bringt mir halt nichts. Bringt ja gar nichts. Oder müssen wir jetzt in die Höhle? Scheinbar müssen wir in die Höhle. Aua.
gerade durch die Wand abgehauen. Du bist verwirrt, ich bin verwirrt. Ich glaube, wir sind alle verwirrt. Eine goldene Truhe. Nice. Hätten wir noch mal so eine Krabbe. Da ist der. Wie gesagt, ich verstehe kein Wort, was du schreibst. Es scheint zwar Deutsch zu sein, was du schreibst, aber deine Syntax, deine Grammatik, ich verstehe es nicht. Maximale Verwirrung, könnte man auch sagen. Gebt mir eure... Was ist denn hier los? Hab ich gerade die Pflanze verschoben? Hier. Guru, 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 Guru. Mir dein Loot. Hm? Interessant, unsichtbare Dinger. Auch sehr schön. Porten einfach so herum, die Gegner. Was meinst du mit, du hast noch ein paar Tage? So. Haben wir jetzt genug? So viele, wie wir hier platt gemacht haben. Hier. Navia braucht noch... Ach, gar nicht mal so viele. Sind auf einem guten Weg.
Oh, er bringt gar nichts. Hier scheint es auch nichts mehr zu gehen. Ach, der... Gut. Ah, doch, hier. Noch ein paar haben wir. Ah, diese Tage, okay. Ja, ist unschön. Das ist unschön. Kann ich mir vorstellen. Wen greift ihr jetzt wieder an? Irgendwie droppen die auch nichts, die Kollegen. Ah. Und wo soll ich mit dieser Kugel hin? Störung. Sehr verwirrend. Na gut, egal. Gehen wir mal zurück zu dem anderen Ding hier. Teleportieren wir uns mal dahin. Dann solltest du lieber schlafen gehen. Oh, das sind ganz viele von denen. Perfekt. So, jetzt sollten wir doch genug haben, oder? Hoffentlich. Was macht unsere C da hinten? Ne? Ist sie AFK gegangen? Oder jetzt Nacht? Ach, Milena. Gute Nacht, Milena. Wobei, ich glaube, das hat sie schon seit einer Ewigkeit geschrieben, oder? Ah. Aber was ist jetzt mit Sie los? Geht da einfach AFK? Ja, viele haben morgen Schule. Sie macht eindeutig einen auf Wachhund. Was? Du hast die Truhe nicht gemacht? Dann bin ich jetzt hier und bewach sie. Na gut, so oder so. Wie sieht's aus? Braver Wachhund. Was? Uns fehlt immer noch eins? Skandalös. Eine Kiste hat sie. Ja, jetzt habe ich ja die Kiste mitgenommen. Na dann, bye bye Anna. Gute Nacht. Und gute Besserung.
Ein Hinterhalt. Also trotzdem, ich brauche... Und da leuchtet was schön. Was leuchtet denn dir so? Auch die Bomben. Na, endlich. Dann sind die gerade anstrengend. Ernsthaft jedes einzelne. Ich weiß zwar nicht, für was die Kristalle gut sind, aber ich sammle sie mal ein. Was haben wir da für ein großes Ding? Sieht böse aus. Das sieht böse aus, Kollegen. Können wir den überhaupt besiegen? Da hinter mir. Können wir den überhaupt besiegen, Kollegen? Nein, aua! Der tut weh. Okay. Muss zurückkommen. Okay, und warum bin ich jetzt hier? Ich bin doch im Wasser. Mit meiner aha. Ja, Fische, Fische, Fische. Kugelfisch mit der zum Verrückfeuern. Ich habe gar keine Kugelfische. Hat er jetzt einfach... Wir haben verloren.
Wir haben verloren. Kiste. Na dann, auf zu sie, zur Kiste. Und danke für die Info, Belisia. Ja, du bist ein guter Hund. Hast du ganz brav gemacht. Okay, das, was mir auf YouTube geschrieben wird, wird langsam echt strange. Hilfe? Nicht drüber nachdenken. Ich weiß es nicht. Ich verstehe 90% von dem, was geschrieben wird, nicht. Aber egal. Aha. Okay, wir brauchen einen Tisch. Und ich will ehrlich gesagt auch die Hälfte davon nicht verstehen. Zum Beispiel, ich bin 17, ich bin ein junges Mädchen und ich heiße Beste. Finde ich meine Lippen weiß, es tut bestimmt sehr Wilma Lippenlies. Baba Baby, ich möchte zu küssen, meine Lippen nerven mich gerade. Was? Maximale Verwirrung. Irgendwas sagt mir, ich habe sehr wenig Steine. Ja, das stimmt. Wobei Google-Übersetzer eigentlich besser wäre. Also einen habe ich. I'll take the chance to try to get some more done than usual. Most humans. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Nee, ich will nichts über Chemie wissen. Also, einen kann ich mir noch holen, aber dann wird's knapp. Die kann ich mir vermutlich noch mal kaufen. Da brauche ich noch ein paar von denen, mindestens 3. Eigentlich noch 2. Aber den kann ich mir auf jeden Fall herstellen. Kämpfen wir erstmal gegen den Wolf. Dann sehen wir weiter. Vielleicht droppt ihr was Schönes da. Na dann. Und falls wir jemals Luke bekommen, haben wir dann genug für das. Oder braucht nicht Jean die? Ne, Jean braucht Löwenzahn. Egal.
Ich finde es halt witzig. Wie kann jemand, der Google-Übersetzer verwendet, mit mir sprechen, weil der Google-Übersetzer funktioniert nur in eine Richtung, von ihrer Sprache in meine. Wer ist denn das da? Wer ist Gigi? Maximal Verwirrung. Wer ist Gigi? Wer ist das? Ich nehme gleich aus Prinzip an, um sie nur zu bannen. Ich bin kurz davor. Person hat aufgegeben, gut. Na dann. Na dann. Ach komm. Gut, die gute alte Prüfung. Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. Deine Huthaube bewerten. Faster? Okay, faster. Nach Lisa. Power that ended Haishan! Wieso sind die ganzen Charaktere gerade so extrem? Mann, ist da anstrengend. Right now. Right now. Ich bin so unfair. Ihr dürft euch weiter bewegen und ich muss die Animation mir anschauen. Emerge. Eyes on me! Rise. Sacred name. Fortune preserver. A sight to behold. Right here. Emerge. Don't push yourself. Yeah. Right here. Power that ended Haishan! Nothing lasts forever. Geht doch. Nein. Okay, die Blume ist nicht schlecht. Das wäre sogar eine Blume, die scheint für... Die wäre sogar für Madame ganz gut, oder? Na dann, Delia, danke, dass du dabei warst. Bye, bye. When I don't have much to keep me occupied, old thought patterns start to creep back in and... As soon as I start talking about it, the flashbacks start. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Also, unser Problem bleibt. Aber ich glaube, ich kann ja in Mondstadt mir ein paar von den Sachen kaufen. Oder auch in Liyue. Reicht es, um sie auf Level 70 zu bekommen.
Tschüss? Oder funktioniert das nicht im Mehrspielermodus? Na gut, in dem Fall erstmal heilen. Ja, aber nur höhere Steine und die sind zu hoch für das, was ich jetzt gerade vorhabe. Na gut. Die Frage, die ich halt habe, ist... Unsere liebe Dalia, die braucht doch, glaube ich, das... Nee, nicht... Wanderorchester, welches braucht... Dalia-Bild. Dalia sag ich schon. Navia. Bild. Wie sieht Navias Bild aus? Nicht Navia... nicht Nahida. Navia. Spiel, hör auf zu nerven. Ich will Navia, nicht Navia. Navia-Bild. Hier. Also Navia braucht. Gladiator kann man der geben. 2 Gladiator-Dinger wären gar nicht mal problemlos. Aber so viel Gladiator-Zeug haben wir gar nicht, oder? Gib mir Gladiator. Hier. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Okay, und sie braucht Attack Prozent, Crit Rate, Crit Damage, ja, Geo Damage, ja. Im Grunde ist das Ding gar nicht mal so schlecht hier. Wechseln, verstärken. Das ist gar nicht mal so ein schlechtes... Wir haben auch das Auflevel-Ding verändert. VTD, Igitt. Ernsthaft, das erste Ding und das erste, was wir bekommen, ist VTD. Das Mobbing. It's hard to remain on dry land for so long. KT, das ist doch schon mal besser. Quite seem to get my land legs back. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. 12. Wieder VTD. Nee, das machen wir nicht weiter. Das reicht jetzt fürs Erste. Immer dieses VTD. Furchtbar. Welchen Server? Ich bin auf dem europäischen Server. Warum sollte jemand in den anderen? Habe ich in Apex? Apex, ich würde ja zu gerne deine Hutau bewerten, aber leider hat auf TikTok bereits jemand nach einer Hutau-Bewertung gefragt, aber diese Person antwortet jetzt nicht mehr auf TikTok. Das heißt, wir müssen jetzt warten und warten und warten. Zu schade. Ja, das könnte jetzt jeder sagen. Nur weil du zufällig auch eine Hutau bewerten willst, heißt es nicht, dass du auch derjenige bist, der die Hutau bewertet haben willst, weil die Person hat dir auf TikTok geschrieben und du auf Twitch jetzt. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Das könnte ja jetzt jeder sagen, oder? Ich nicht fährt sie. Wir sind Menschen seltsam drauf. Was meint ihr? Na gut. So oder so. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen noch ein paar dieses Geo-Dinger machen. Ne? Könnten wir Navia sogar aufs nächste Level bringen. Und überlegen, ob wir auch ihre Instanzen machen. Naja, eins nach dem anderen. Also, so oder so, wir haben ja fast 0 Uhr. Was meint ihr? Haben wir lang genug gespielt? Sollen wir für heute es machen?
Sollen wir für heute Schluss machen und dann quasi dann morgen weitermachen? Gibt es noch letzte Fragen, bevor ich den Stream beende? Ja, ich will gerade noch was essen. Ich habe wieder Hunger. Heute extrem wenig gegessen. Perfekt. Nee, ich werde jetzt keine Hutau bewerten. Hilfe. Du willst doch überhaupt, dass ich eine Hutau bewerte? Na gut. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Ja, du kommst das ab. Ich mache eine größere Portion. Na dann. Dann vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir sehen uns dann morgen zum nächsten Stream. Vielleicht spielen wir morgen wieder ein bisschen Mario Kart. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Träumt was Schönes. Bye, bye. Zuerst beende ich TikTok wie immer, dann YouTube und dann Twitch. Gute Nacht. Na dann. Wobei, wartet, wie hat euch der Stream gestern gefallen, dass ich quasi dann nochmal so einen Stream von am Ende dran gegangen habe? So ein quasi Schlafstream. Hust, hust. Alles gut oder schlecht? Trade tactics, I'm always ready. Toll. Ernsthaft? Ja, Mina, das ist nicht gesund. Das wäre ja schon nicht gesund, dass ich das gemacht habe, dass du quasi noch mitgemacht hast. Ich habe ja danach meinen Schlaf bekommen, aber du musstest ja dann noch Frühstück für eine wildfremde Person machen. Das war nicht so toll. Achte mehr auf deine Gesundheit. Cold beer after a hard day's work. Achte mehr auf deine Gesundheit. Da rennt einfach nur mal so ein, was war denn das nochmal? Goru durchs Bild. Da rennt er wieder zurück. Nennt man das Gasse gehen? Ich glaube, Goru geht's gut. Er kriegt mal Auslauf. Und gleich geht er ans Bäumchen und markiert sein Gebiet. Gut. Na dann, keine weiteren Fragen mehr. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Dann würde ich euch jetzt einen wunderschönen gute Nacht wünschen. Träumt was Schönes. Wir sehen uns morgen. Bye, bye. Der TikTok-Stream wird beendet. Bye, bye, TikTok. Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. Takarayu. Was ist mit Takarayu? If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Na dann. A strong body shows strength and instills confidence in Gute others Nacht, around YouTube. you. I must always stay at the top of my game. Gute Nacht, YouTube. Wobei, ich muss ja noch dann vielen Dank für die Hilfe machen oder so. Danke für die Hilfe. So. Gut. Gut, dann gute Nacht, YouTube.